herzlich willkommen zu unserem Was ist Dungeons 3 Complete Edition. Wir werden euch, ich werde euch heute nicht alle DLCs zeigen können, aber rein prinzipiell haben wir alle DLCs zur Verfügung. Das finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank auch da nochmal an Realmforge bzw. Calypso Media, die mir hier den Key zur Verfügung gestellt haben. Calypso, genau, Realmforge sind ja auch die Leute, die an Space Base Startopia arbeiten, und da kommt am 23.10. kommt Space Base Startopia raus. Ich freue mich schon unheimlich darauf, das dann euch auch zu zeigen. Ich habe den Key ja schon dafür bekommen und das finde ich super cool, weil, genau, ich bin ja alter Startopia-Fan. Da freue ich mich total, euch das dann zeigen zu dürfen. Genau, wir haben, also hier in Extras, genau, alle DLCs zur Verfügung. Once Upon a Time, Evil of the Caribbean, Lord of the Kings, Clash of Gods, an Unexpected DLC, Famous Last Words, a Multitude of Maps und den Demon Throne Room. Das einzige gerade aktiv ist, weil das einfach, glaube ich, eine Dings ist, eine Visual Effekt. Genau, Optionen haben wir jetzt mal hier eingestellt. Man kann sogar, witzigerweise, das teuflische Lachen sich selber auswählen. Also aktuell ist es auf Blowfield. Wir können aber einen Coldfinger haben. Ein Dr. Now. Kerbal Khan. Scary Manga. Elashif. Oder eben den Blowfield. Und genau gerade rechtzeitig. Herzlich willkommen zurück, Strauß 8. Wir werden jetzt mal einfach alles so lassen, wie es ist. Ja. Und dann gehen wir hier zurück und fangen die Kampagne an. Main Campaign. Oh, wir können das Tutorial spielen. Ja, komm, spielen wir das Tutorial. So, Dungeon Base. Dungeon Basics. The newcomer Evil should learn the basics of dungeon management. Ich muss anscheinend gar nichts mehr sagen. Wunderbar. Fangen wir an. You can use a slap to convince all your creatures or little snots to work faster. The still learning the ropes Evil had decided to try the excellent tutorials. Good choice. In this childishly simple introductory mission, it would learn the basics of dungeon management. Things like digging, building rooms, and hiring and firing creatures. Everything a novice Evil needs to know. First of all, it admired the center of its power, the dungeon heart. This, if possible, should never be broken, as that would lead to an inglorious and permanent end to the definitely wanting to avoid this at all costs Evil. Naturally, the most important resource for any evil genius was gold. One can make the best things out of the glittering metal, and nary a creature was going to let the absolute evil hire it and push it around without a coin or two. Sad, I know, but that's the way the cold, hard capitalist world of evil works. Although a little gold could also be stored in the dungeon heart, the little snots, the strange name giving evil's workers, had to travel long distances to do so. It made much more sense to build a treasury nearby. The fast-learning Evil immediately began doing so. Okay, was passiert? Genau, ich kann das aber hier ziehen. Mit wer ist hier, kann ich steuern. Warte mal. Können wir... Oh. Schade, ich habe jetzt kurz gedacht, wir können dem Namen geben. Ja. Kann man das jemand abbauen? Du? Oh, it's broken. Treasury, it's payday.
Sometimes the bored evil's little snots didn't work quickly enough. That was the time to give them a hearty slap with the hand of terror. Naturally, this had to be done immediately. Ja, die Frage ist... Oh. Wie schlapp ich die Leute? Ah, okay. The calculating evil threw a cagey glance at its population limits. These were divided into little snots and creatures. As opposed to creatures, little snots did not have to be hired separately, but were always regenerated up to the maximum limit. And so it was that the massacring evil didn't have to worry if one of these miserable creatures died. It simply had to wait for the next one. At the same time, the little snots were the dungeon workers who dug the galleries, mined the gold, and took care of any number of other things. That's why it was never a bad idea to increase their maximum limit. The thirsty for more little snots evil hurriedly began work. The corresponding research was kindly unlocked for the absolute evil. This was necessary in the tutorial in order not to confuse it with the wide range of possibilities. Besides, there are people out there who really do everything wrong. So, und Strauß 8? Nee, ich habe das Spiel noch nie, die Serie noch nie gespielt. Ich weiß aber, worauf sie basiert. Gerade hier, Dungeon Keeper. Unfortunately, creatures were a little more demanding than the miserable little snots. A hideout would have to be researched before creatures such as goblins and orcs could be hired. As loyal as the little snots were, they were unable to fight and took to their heels in panicked flight at the first sight of an enemy. Sighing, the unscrupulous evil set about providing a hideout. Das ganze Gold, wenn es schon da ist. Kann man mehr von diesen Snots bekommen. Hideout. Research. How lies deep. Okay. Ah, er ist es, nicht B. So, können wir hier mal draufklicken. Hideout ist gleich. Creatures. Ah, hier kannst du es auswählen. Goblin. The army craving evil had hired a creature which would from now on do its dirty work. However, each creature consumed a population point. Fortunately, these could be increased just like the number of workers. Should it become necessary to recover a population point, the maliciously grinning evil could always use the egress located at its dungeon heart. Simply toss the creature onto it, a little pull of the lever, and oh, whoops. Well, there it goes. Wie viel soll man denn davon holen? Ach so. These creatures were pretty spoiled. Not only did horde creatures demand their own bunks, they also wanted something to eat. Otherwise, they would soon refuse to do any work whatsoever and go on strike. The deeply sighing evil had no other choice than to build his creatures a gobbler farm to satisfy their hunger.
Jo, beweg dich. Genügend zu tun. Okay, das können wir jetzt erforschen. Die Gobbler Farm. Und dann können wir hier diese Hühnchenfarm bauen. Excellent work. The gobbler farm was now ready. Later, the creatures would also demand other things, but for now, they were satisfied. The fast-learning evil had mastered the first tutorial with flying colors. Excellent work. Ja, fantastisch. Evil evilness. The fast-learning evil. Klicken wir einfach weiter. Weiß nicht, ob das jetzt Tutorial ist oder ob das jetzt Kampagne ist. Mal schauen. Aber mich hat ja übrigens Dungeons schon immer interessiert, seit auch das erste Mal rauskam. Jetzt habe ich aber mal das auch tatsächlich bekommen. Had begun the second tutorial. It now more or less knew what it had to do to build a dungeon. Now it would turn to the overworld, where it would sow chaos and destruction. Up there waited a Isle of Good, which just begged to be destroyed. The impatient evil got right down to destroying. Yeah, zerstören. Before the overworld could be destroyed, a number of creatures would first have to be brought there. The Hand of Terror greedily reached out to grab some. Okay. Ich kann mehrere auf einmal tragen. Dann schmeiß ich sie hin. First, creatures ventured out into the overworld. The destruction-craving evil could hardly wait to transform all those unbearably rich colors into 50 shades of grey. The drooling evil did not have the omnipotence in the overworld it was used to in the dungeon. Here, it had to direct its creatures the old-fashioned way, with orders. Orders. So let's go kill the novice, please. Thank you. Ah. Dann hier auf den Gunner einschlagen. Das ist bestimmt der Damage-Dealer. Ah, the Isle of Good had been destroyed. To the ground. This not only made for a more pleasant ambiance, but also produced some lovely evilness, which could be used for research. The researching evil quickly set about spending its evilness. So. Schicke ich mal nach Hause. Genau, jetzt kann man hier Naga erforschen, ein Guardroom, ein Prison, eine Crypt, Arachnids, Arcanium, more creatures, always nice. So an Arcanium is where mana is stored and where your demons can extract an additional mana from the environment. It's also where the demon strength spell is unlocked, which also allows you to make all of your creatures in its area more effective. The crypt proves you can cheat death, at least as far as your hold creatures and convert to heroes are concerned. These are kept fresh in the crypt and resurrected through the superb work of the undead.
Oder prison. You can lock defeated heroes up in the prison. There they will slowly starve to death, after which they become skeletons. Practical side effect is also generates a little evilness for you. So nice. Larger armies, more creatures, more. Increases the maximum population points by 1. Slithering Nagas can maintain a healing ray on a single target to heal it continuously. Awesome stuff. Awesome stuffs. The sinuous evil had researched the Nagas. These snake-like creatures were excellent healers and a good addition to the dungeon. The fantastic evil had understood the basics of the overworld and the advantages of evilness in the blink of an eye. Not that those were difficult concepts, but hey, you take what you can get, so good work. Ach, das war's schon. Ich dachte, wir müssten jetzt noch was machen damit. Dungeons. Ich habe mir jetzt voll Mühe gegeben bei dem Auswählen von der Forschung. Es war total egal. Ist das nicht skandalös? The knowledge-thirsty evil obviously couldn't get enough of these crazy tutorials. All right then, let's improve our knowledge of the dungeon. The absolute evil's creatures gathered experience from battles over the course of time, and thus reached new levels. This was to be welcomed, as higher-level creatures were much more powerful. Unfortunately, the creatures also became harder to please as their levels increased, and had the impudence to demand new things. Unbelievable! Well, that borders on treason. Horde creatures, for example, would later demand beer that they themselves produced in the brewery. But the brewery was still a long way off, as the annoyed evil's little snots had once again proved their lack of intelligence and hadn't built any workplaces in the dungeon. Diese Scheißviecher. Toolboxes would later be needed for the brewery. These were produced by little snots at workplaces in the workshop. Sighing, the once again disappointed by its workers' evil, set about building the workplace. Okay. Das ist aber ein Riesenteil. The little snots willingly set to work producing toolboxes with a stupid grin on their faces. These were needed to build the workplace in the brewery. A cast iron brewing kettle made out of toolboxes? Computer game logic. The not particularly known for its patience evil patiently waited for enough toolboxes to be available. Geil, so derweil erforschen hier. Was ist das denn? Here, little snots look really sad in order to get your proponent to take pity on them and simply ignore them in the future. This allows little snots to work in the A dungeon whole completely pack of undisturbed. Realmforged staff was locked up in a buried room, probably because no one wanted to pay them anymore. They seemed to be more than just angry. Realmforged Employee. Ja, hallo? Wo sind meine... Du hier, könntest du mal bitte hierher kommen? Und dem hier immer auf die Lapp gehen. Wo sind denn die anderen Viech? Du hier. Komm mal hier mit dazu. Hau den mal hier mit auf die Lapp. Du hier. Noch mal dazu kommen. Okay.
haben wir es jetzt dann irgendwann mal. The splendid evil had finally produced enough toolboxes by waiting in boredom. It quickly set about building the brewing kettle. Bitte schön. Und hallo Nagori, wie geht's denn? Schön, dass du da bist. Der Koop extrem geil. Okay. Ja, ich hab's jetzt, also es ist jetzt zum ersten Mal, dass ich jetzt die spiele. Und ich schaue jetzt mir gerade erstmal das Tutorial an, damit ich nachher in der Kampagne nichts verkacke, ne? Guck mal, der heißt Twitch. Können wir den irgendwie... ouch, ich wollte den eigentlich nicht hauen. Ja, da kann man den nicht umbenennen. Schade. Ich hätte ihn gerne umbenannt. The brewing kettle stood proudly, and the diligent little snots went directly to work producing the delicious brew, so that the horde creatures could soon start knocking it back. All that was missing was someone playing some good old-fashioned folk music. Then again, maybe not. Almost makes my ears bleed. But now for something completely different, as the hard-working evil now had access to the lecture hall. There, additions to normal research in the form of scrolls could be made for... Your little snots had dug up some Realm Forge employees. The always slathering for something new evil quickly began to try them out. Hier, mal als Warnung hinlegen. Willst du nicht vielleicht mal hier so Your kämpfen? dungeon heart is under attack. Das wäre voll fantastisch. Hier, komm mal hier dazu. Hau du mal den bitte auf die It's Fresse. payday. Anscheinend können wir alles mögliche researchen. Einfach weil geht. Haben wir die jetzt? Achso, nein, wir haben die noch nicht besiegt. Du, komm mal bitte mit. Ne, du musst auch mit, du musst auch mit. Und wir schmeißen jetzt euch einfach hier mal zu diesem Ramforge Employee vorbei. Ah, a good choice. Excellent choice. Genau, grabt ihr hier mal witzig weiter, einfach wo es geht. Und weil wir sonst nichts zu tun haben. Weiter. Ich habe mit Alex gespielt, muss zugeben, es waren einige meiner besten Stunden mit ihr. Und von den Toten wieder wach. Man konnte ja mal schlafen bei dem normalen Wetter bei 24 Grad. Freut mich, dass du wieder aufgestanden bist. Hast es dann auch genutzt und schön irgendwie 24 Stunden geschlafen? Splendid work. The good-humored evil had not only satisfied its alcoholic creatures, but at the same time learned more about research. It now considered itself well-equipped to begin converting the lessons learned into evil, nasty deeds. Yay. Schön, wir haben auch 6666 Forschungspunkte, also Bösheitspunkte gehabt. 3 Stunden erstmal. The final exam. The Klingt okay.
Man merkt, dass ich mich And now it's time for a good Mittwoch book. rasiert hatte. Still have this comic. Nicht heute. And if I were to make myself a drink, I could... Oh, wait. You're here? What? I thought we'd done all the tutorials. Oh. What do you mean the menu offers a 4th tutorial? But I don't have any more documents for that. I'd love to work with professionals just once. Those boneheads at Realmforge can't even get the main menu right. They're probably busy building the Berlin airport. Well, since you're already here, we can... Oh, crap. 3rd person. Well, since the already arrived evil was already there, you probably forget that drink. The keeping the narrator from his hard-earned drink and his lovely Marvel comic book evil commenced yet another tutorial. In this one, it would, learn something about, traps and spells, like, how to make and use them. It was a pretty, free-form tutorial, as if someone had just made it up really quickly. It was about defending the dungeon against attacking heroes. A few traps had already been placed. These were ready to make life difficult for every hero that approached them. Some others were manually triggered by a blow from the Hand of Terror. Here, timing was everything. The Arcanium already held a lot of mana ready to be used for powerful spells. Wieder runtergeladen werden. Gerade nicht so, ne. So, okay, was für ein Spell kann man dann? Demon Strength. Blood for the Blood God. Wag. Supply. No, it's a damn meteor dropping on the enemy. Oh, hört sich gut an. Rain arrows. And if the arrows would darken the skies, then we shall fight in the shark arc. Frost bomb. Lord, let it rain brains. Brains, not ice. Tentacle. Damn, is this turning into a bad hentai movie or what? Definitely going to use that spell. Magic barrier. Where the hell did that damn wall come from? Don't worry about it, just keep hitting it on that rise of darkness. With these dangerous pulsating stones, we should take a closer look. Ah cool, wir können das einfach... Und das bleibt dann da, das ist praktisch. A suspicious trampling of heavy boots and clanging of armor was heard in the dungeon. Soon, the first heroes would enter the dungeon. There are enemies in your dungeon. Tentakel? Können wir sie slappen? Ne, wir können sie nicht slappen. Aber wir können ihr einen Tentakel hingeben. Oder wir können die auch einfach mit dem Ding hauen. Oh, was haben wir hier gefunden? Critical Bonus. Oh, praktisch. Enemies have entered the dungeon. Tentakel. So. Tentakeln? Tentakeln! There are enemies in your dungeon. Pfeilregen, auch sehr nett. Meteor? Jetzt muss mir nur noch einer sagen, wie wir ein Meteor irgendwie im Dings landen, ne?
Get slapped. Oh, der hat den Tentakel besiegt tatsächlich. Hm. Schau mal hinter dich. Oh Gott, 10 Schaden macht der Boy? Komm, lass doch mal den Tentakel daher beschwören. Hallo, guck mal. There are enemies in your dungeon. So. Payday. Meteor? Meteor. Oh. Es gibt keinen Rolling Stone mehr. Mami sad. Komm, wir müssen jetzt einfach noch eine Bombe hinlegen. Und vielleicht eine zweite Bombe. Oder eine dritte Bombe. Eine vierte Bombe. Fünfte Bombe? Hallo? Bombe? Fünf Bomben gleichzeitig. Ich glaube, das hat's getan. Enemies have entered the dungeon. Ja, genau. Hier mal sowas. Und dann hier so eine witzige Bombe. Und hier so eine witzige Bombe. So. Können noch ein paar. Können auch wir hier so ein Tentakel dazu holen. So eine Bombe platzieren, einfach weil es geht. Pfeile regnen lassen. Ich glaube, die Pfeile lücken die gar nicht so sehr. Was ein bisschen schade ist. Und wir haben gar nicht mehr so viel Mana. Der Tentakel ist aber schon sehr praktisch. Und nein, zur Fluffe, da ist kein Blacker hinter durch den Stream gelaufen. Ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut. Also, der Ranger hier hat nicht so eine wirkliche Standfestigkeit, ne? Gegen den Tentakel. Das habe ich schon mal besser gesehen. All right, excellent work. The last hero had been fended off. The tutorial was finished. Finally, I can get back to my gin and super. Well done. So, now it's time you turn to other things. Things that don't stop me from drinking. And from reading my comic. Dass der Fluffel meint, es sei mein treuester Fan und so. The most dedicated fan. Ja, nein. Nein. So. The shadow of absolute evil. The shadow of absolute evil had crossed the sea and now sought the chosen target. A dark elf named Talia. Okay. A long, long time ago. The absolute evil had, in the famous predecessor to this game, subjugated the known world and defeated good. Now, in a world full of blackness and despair, it spent its days sipping cocktails from the skulls of its enemies and forging new plans over a grilled unicorn kebab. Unfortunately, there wasn't much left to forge. A few orc wedges, the occasional trick played on the little snots. There just wasn't anything left to conquer.
As the weeks and months passed, the absolute evil grew ever more reticent and seclusive. From time to time, one could hear a slight murmur from the depressed evil's secret laboratory in the depths of the dungeon. Its creatures grew more worried with each passing day, and even started to miss its ingenious evil tricks. It was a somewhat confusing time for them. No beatings, no torture, and no being sent to a senseless death. On the other hand, it was a rather nice change. Eons passed, and the unicorn supply dwindled until suddenly, one wonderful day, the evil genius evil joyfully burst from its secret laboratory. It finally had a new goal. An unknown continent, as often found in sequels, lay to the east, sheltered from the wicked evil by naught but a puny little ocean. It immediately had a fleet built. This was so powerful that it covered the horizon from north to south and was manned by the best and most powerful creatures at the devious evil's command. The fleet set sail for the crossing to this new continent, left the harbor, and sank. Yet that mattered naught to the couldn't give a hoot about its minions' evil. It instructed its goblins and little snots to design an even more powerful fleet. These new ships were gigantic. Loaded with devious evil's second-best creatures, the fleet set out. And that sank as well. Das ist eine schlechte Flotte. The annoyed evil saved his relentless anger towards the shipbuilders for later. Obviously, it would have to take care of the matter itself. With a sigh, it cast a spell and created a shadow of itself, a creature of absolute darkness and evilness. This shadow flew across the water towards the east. There, it would find a vessel, a corruptible being that would subjugate this land in the name of evil, and the shadow had the perfect target in mind. So. Okay, da bin ich mal gespannt auf die Kampagne. The great paladin Tanos, hero of the totally eastern kingdoms and a repugnantly good fellow. He was visiting the fatiguing library in Tristram with his comrades to see his foster daughter Talia. Well now, Talia, tell me about your studies. Are you making progress with the writings of the ancient sages? Yes, dear father, I have thoroughly digested it and have come a step closer to the good. The desire within me to do evil is defeated. Really? Excellent. I am proud of you, my child. Continue to concentrate on your studies. I must go to Stormbreeze to clear up a few matters. I'll be back soon. In the meantime, my loyal friend Grimly will protect the country. Should anything trouble you, you can turn to him. Isn't that right, Grimly? Aye, of course, Janos. I'll keep an eye on the damned elf. Your daughter. You can count on me. Then I'll see you soon, my friends. May the goddess watch over you, and the light burn eternally. Bon voyage, dear father. I'll make you so proud of me. Who does good is good. Yuck. Disgusting phrases like that always leave such a nasty taste in my mouth. These abnormally good heroes, on the other hand, had no inkling of the malignity gathered to the south. One moment a herd of sheep was peacefully grazing, and the next moment, whumph! With a fulminant explosive effect that ate up half our special effects budget, the shadow entered the world. His target, a dark elf caught between good and evil, was very close. As the shadow of the unspeakably evil moved through the world, all around it died. Plants withered. Animals perished. Sort of like a picnic with my family. So, warte mal, dann
Weißt du, jetzt, wo ich dann gerade mal denke, so, okay, wenn der gerade erzählt, der Erzähler, dann schreibe ich kurz noch diese Nachricht. Und dann, genau wenn ich gerade angefangen habe, hört er natürlich auf. Ja, gut. So. Gut. Aber ja. Gut, dann sind wir jetzt hier bereit für das. Ich finde ja so witzig, wie... Also insgesamt sieht ja die ganze Welt so ein bisschen aus, als wäre es Warcraft 3, nur in hübscher. Weißt du, sie hätten einfach Realmforge mit Warcraft 3 Remastered beauftragen sollen, weil guck mal, das sieht doch irgendwie nach hübscheren Warcraft 3 aus. Auch von der Optik her sehr ähnlich. Gerade hier diese Häuser hier, weiß nicht, die sahen sehr, sehr nach Warcraft 3 aus. Auch wenn das jetzt hier mit Namen her eher so Diablo 3 ist, weil es Twistram heißt. Und Lord of the Rings mitnimmt, weil es Grimly ist. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er noch irgendwas sagt, so von wegen, und meine Axt, mein Hammer. The shadow of the far-off evil found itself very, very close to Twistram. It could practically feel its target's presence. Take these lanterns, men, and let the light of the goddess shine. For the night is dark and full of terrors. And there's a pile of horse poo around here somewhere. I trod in it earlier. For the darkness! I mean, for the light! Sorry, I'm still in training. Yes, well, that is somewhat suboptimal. Naturally, the shadow of the almighty evil was an incredibly powerful creature. But, well, light was a bit of an issue. It would certainly be wise to stay out of the lantern light. Good. Lanterns! Lanterns everywhere! Lanterns! You'd think some nutcase hung them all over the place just to be irritating. I'm supposed to be the evil one here. Whatever. The shadow of the nestled cozily before the fireplace evil was extremely sensitive to light, and would inevitably take damage from it. It was important to avoid light as much as possible. Interessant, jetzt kenne ich schon 2 Leute, die Corbinium heißen. Oder jetzt kenne ich zumindest, also nicht kennengelernt, aber, also witzig. Also der eine Mensch hier hieß nämlich gerade Corbinium, der hier dran gearbeitet hat. The shadow reached the entrance to Twistram. Fortunately, this one was not closed, but it was brightly lit. Luckily, there was an unfortunate guard on patrol that the shadow was able to possess, thanks to its incredible powers. As long as it wasn't in the light. The shadow of absolute evil melded with the guard and took control of his body. Thus, it was able to pass through the gate with ease. What was that? I think there was something wrong with that last beer. Unfortunately, the shadow's possession only lasted a short while before the guard was able to free himself. Still, it was long enough to get past the gate. The shadow's target was close, so close. Talia, the dark elf. Soon she would fight on the side of evil. May the goddess be with you, my friends. It will soon be time to open the orphanage in the fatiguing library. Come to the big square and join in the festivities. Yes. Well, I don't know. I had actually kind of planned to spend the evening in the bathhouse. Friends, this orphanage is very important to my father. Tanos, you know, the mighty paladin, the one you really don't want to offend.
All right. We'd love to come. Excellent! May the light of the goddess shine upon you, and let us experience this exhilarating spectacle in the big square together. Follow me, my friends, for evil, the light, I mean. Keep the light burning bright, for the night is dark and full of terrors or errors or something like that. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Wie geht's denn? Ah, Furry. Oh yes, Furries are everywhere. Wie geht's dir denn, Maike? Schön, dass du da reinschaust. So. Genau, wohin müssen wir jetzt? Kommen wir da lang. Ist die Frage. Wohin gehst du? Zurück. Ja. Aber ich hoffe, dein Besuch war gut. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dich jetzt gesehen zu haben. Stop holding the lantern in my face like that, boy. I am Grimly, king of the dwarves, and I am used to the cold, dark tunnels under the mountains. I have no need of any stupid lamp shining into me eyes. Now I'm stuck with that damn pointy-eared... I mean, my good friend Tavis' foster. Schade. Länger konnten wir nicht besitzen. Enough chit-chat, men. You stay here and secure the area. I have to go check my invention. Stay alert. I can feel something evil lurking in the area. In the distance, one could hear the unbearably good bells of a church. They must be marking the opening of the orphanage in the fatiguing library. Heroes, with lanterns, began to stream in that direction. The crossing on a red signal evil shadow swore, or would have, if it had a mouth, and tried to avoid the lanterns as much as possible. Und hallo Loreo, schön, dass du reinschaust. Wie geht's denn? Eklig. Gathered here to open this orphanage in the fatiguing library for our goddess, and in the name of my father Tanos, I'm glad to see so many of you here of your own free will. Nein. Ganz knapp. Ah, sehr schön. Finally! Finally! Warte mal kurz, mal lesen. Ich habe Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ja, Sarah geht's mir auch ganz gut. Wir sind kurz davor, Thalia jetzt zu besitzen. Genau, wir spielen jetzt nämlich gerade Dungeons 3 zum ersten Mal. Und übernehmen jetzt hier diese kleine Dunkelelfe, die ja eigentlich eine gute sein will. The time had come, and the shadow of the passes in the slow lane evil was within range of Talia, the dark elf. The time had come for it to use its incredible powers to possess her for a short time. Tada! My dear father would be very proud were he with us today. He would be overjoyed to see us give the young and the needy a place to live and thrive. That's why I'm happy to take this orphanage and destroy it utterly, and all of you with it. What did she say? Die! Yes. I feel the power within me. Oh, it's over 9,000! Unimagined powers surfaced in Talia.
the black magic of the Dark Elves. She immediately began to unleash these powers of chaos upon the Ich world. finde auch schön, dass sie immer 37 Schaden macht. Kill everyone. I will kill you all! I will kill you all! The Dark Elf raged through Twistrom's inexperienced guards. She thereby built up a tremendous inner energy, which she released into the world as a focused beam, while screaming, Kamehameha! Meanwhile, in the fatiguing library, they waited eagerly with coffee and cake for Talia to show up and open the new orphanage. The energy beam hit the cake with a resounding zap and reduced it to ashes. Oh yes, and the rest of the building and everyone inside it as well. The narcissistic evil patted itself on the shoulder for this. Or it would have, but the metal armor always made such a terrible clunking noise when it tried. But then again, that's what little snots are for. Obviously, the Dispatch Shadow had found a perfect vessel in the Dark Elf. Talia had already earned the title of Employee of the Month, with the utter destruction of the fatiguing library, as well as half of Twistrom. The destruction of an orphanage and the bombardment of innocent citizens with magic missiles immediately made her the minion-wasting evil's new favorite henchperson. Her evil deeds complete, Talia withdrew into the vaults beneath the ruins of the fatiguing library. There, between the slaughterhouse and Mad Archbishop Lazarus's apartments, she prepared to create something powerful in the name of the absolutely ultimately evil. A dungeon heart, the cornerstone of any dungeon's power. Far away, Paladin of Light and Talia's former mentor, Tanos, was on his way to the Empire's capital of Stormbreeze. Naive and trusting as he was whistling cheerfully to himself, with no inkling of his foster daughter's dark deeds. Though he was aware that as a dark elf, she always had a core of evil in her. He had hoped to defeat it through religious indoctrination with ancient mad writings. Well, old bean, you thought wrong. All too bad for him. Father of the Year. Twistrom in ruins. Talia, the Dark Elf, had turned to evil and laid the fatiguing library in ruins. Now she began. Sehr schön. Genau, außerdem Arena wieder offen, das heißt Ausrufezeichen Fight in den Chat und ihr könnt mitmachen. So. Maike, was für ein Yu-Gi-Oh! Hast du denn gespielt? Ein Twistrom in looked like echt the oder leftovers from a ein heavy metal das concert. Computerspiel Yu-Gi-Oh! What? What have I done? Oh no! I've fallen to evil again. Father will be beside himself. He was right when he said, you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Although, in a way, it was fun to be evil. Burning things, pillaging, and showing those nasty goody two-shoes where the hammer hangs. They just look down at me anyway. My revenge will be terrible. Das Coole ist, sie hat auch direkt schon ihre Kleider gewechselt. Und sie kann durch While Gitter Talia phasen. was delivering a typical villainous monologue, something happened around her. From the depths arose a pulsating crystal, filled with the magic-savvy evil's power. A dungeon heart. Not to be confused with those dungeon hearts from other games. We don't want to be sued again. Hello, greetings. What seems to be your boggle? Secret mental messages were exchanged between Talia and the mentally savvy evil's crystal. We could explain this in detail at this point, but that would require a 3-hour monologue on my part, and I am definitely not being paid enough for that. Right then.
I will make these people suffer for mocking me. Father's henchmen never liked me anyway, and always insulted me, calling me pointy-eared. It's time for my well-deserved revenge! Revenge. Game logic internalizing evil had given Talia an assignment. Out there on the surface were shamelessly good places in urgent need of destruction. Nah, no problem. I'll take care of it. I and an evil army. Naturally, the strategically well-versed evil did not send its new general into battle alone. A dungeon had to be built, and creatures hired to provide her with a powerful army. Of course, the sophisticatedly thinking evil already knew which way the wind blew in a dungeon. However, should it be hit by short-term memory loss, it could effortlessly look up things in the fabulous almanac. So, dann holen wir mal ein bisschen Gold hier zusammen. Ups. Müssen ein bisschen aufpassen. Genau, wir sollten hier mal, glaube ich, eine Treasury dann reinbauen. Ja, fangen wir mal an. So. Treasury. Zack. Da kommt jetzt vermutlich ganz viel Gold zusammen. The Was grandiose passt also evil's ganz wunderbar. helpers had not been idle. Well, they hadn't exhausted themselves either, but anyway, there were now some research projects the researching evil could pursue. The new improved research menu, TM, was now available. The new improved research menu, TM, opened and gave an overview of currently available technologies. At the moment, the selection was still limited, but that would change. After all, this evil crusade had only just begun. Sehr gut. Wir brauchen mehr Gold. Aber sehr krass, dass du 40 Decks hast, Michael. Und hier. Warte mal, was ist das denn hier? Wage Reduction. Reduce the creature's wage demands. Okay. Ich schmeiß das einfach mal hier hin. Keine Ahnung, was er damit machen soll. Ehrlich gesagt. Schmeiß es rein. Passt schon. Lassen Sie uns aber die Leute hier mal nach Gold graben. Ups. Das will ich gar nicht. Aber hier will ich nach Gold graben. Da sollt ihr nach Gold graben. Und, ja, surely hier, surely da. Your creatures have inadvertently dug into a dragon's nest. Well, that's not ideal. Ja, wir sollten... Ja, wir lassen, wir sagen mal, da sollen sie erstmal nicht graben. Und lassen sie erstmal hier graben und hoffentlich kriegen wir hier dann mal kurz ein Space für eine kleine Farm hin. Genau, darauf muss man echt aufpassen. Dass man da nicht irgendwelche Nester aufmacht. Und hallo Lasse, wie geht's denn? Das sind meistens so Fun-Decks, ich wollte damit auch nicht angeben. Du, kein Stress, das ist hier kein Angeben. Die Leute ziehen dich nur auf. Liebevoll gemeint. Gerade Gänge bis ans Map in der Gräbs gibt es eine Belohnung. Vom Spiel aus oder von dir? So. Hier einmal Horn. Oh, wait. That's not good.
Ja, die trauen sich hier nicht an die Spinne ran. Das ist okay. Ich weiß, ihr könntet auch einfach erstmal das hier bauen. Das wäre voll super. Oh Gott. Ja, komm, hört doch mal auf. Erstmal hier. Genau. Arbeitet doch einfach hier ran. Und dann wird alles gut. Weil dann können wir hier nämlich... So. Können wir nämlich hier ein paar Leute engagieren, dass die bitte sich hier drum kümmern. Vielen Dank. So, mal schauen, ob die sich um diesen Drachen kümmern können. Oder ob die dafür hart auf die Fresse bekommen. Ne, bekommen sie nicht. Sehr gut. Okay. Du setzt dich unter meinen Tisch, Fluffe. Ich weiß nicht, ob das so wirklich eine Belohnung ist. Da, glaube ich, wünsche ich mir nichts gegen dich, mein Liebgutster, aber doch andere Menschen mehr. Also, ich glaube, da sind wir ganz einig, dass du dich nicht unter meinen Tisch setzen musst. Da setze ich lieber andere Menschen darunter. Das ist, glaube ich, in unser aller Interesse. Wir können hier überall nach Gold graben. Das finde ich sehr praktisch. Ist der Fluffel? Nein, wurde ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wie erstrebenswert fände. Wäre bestimmt mal erfrischend. Ahahaha. So viel Gold. Genau. Dann kann man hier ein bisschen Gold reinhauen. Und schauen. Achso, jetzt haben sie hier den Raum gebaut, aber ich habe vergessen, hier diese Gobble Farm reinzubauen. Gobble, Gobble? Gobble, Gobble. Ich hoffe, es geht jetzt immer noch als ein Raum. Nicht als zwei verschiedene. Ich glaube, ich muss noch alle hauen, damit die schneller arbeiten. The exploring evil's little snots had discovered a room in the underground. Sehr gut. All the gold. Oh, sehr nice. Ja, wir werden das vermutlich nachher wieder auffüllen müssen, damit die Leute nicht... Uh-oh, a spider nest has been unearthed. Oh. Ist die Frage nur wo? Ah, hier.
Okay, dann Dude. Nimm mal deine beiden Kollegen mit. Alle mehr hier rein. Tja, Omega. Da... Also, von mir wirst du vermutlich nichts anderes bekommen als hetero, weil It's payday. ich bin nach wie vor nicht so wirklich bi oder auch nicht gay. Tut mir leid, wenn ich dich da enttäuschen muss. Hat er das gerade mit dem Roundhouse-Kick hier die Mauer eingetreten? Your little snots have dug out a room. Sehr gut. Kann es sein, dass wir immer noch zu langsame Snots haben? Wo sind die denn jetzt gerade alle? Du hier, lauf schneller. Hm? Ich habe Kampfmusik, aber weiß nicht warum. Ich finde das irgendwie ungemütlich. Hopefully no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. Ah, schon wieder. Ja, Kollegen. Wisst ihr, es sieht voll gut aus. Hier. Zweimal sogar. Oh. Infinite Diamond Mine. Sehr nice. Und das hier sogar ein Spinnennest, das wirklich neue Spinnen spawnt. Ja gut, dass wir unsere Freunde mal direkt hingeschickt haben. Oh, there's a spider. Not a fan of that. Hallo Spinne, würdest du... Defend the dungeon heart. Yes, please, dankeschön. So, bilden wir hier kurz auf dieses Viech ein. Und dann setze ich euch bitte mal hier rein. Mille grazie. Das ist nicht latente Oxidation, Unwissenheit auf Geruns Seite, was er damit verpasst. Ah, ja. Was der Bauer nicht kennt, ne? Ich sehe schon, ich werde einfach alles ausgegraben haben und dann nochmal selber Gänge einführen müssen. Komm, hier. Arbeite. Es fehlt die Lecture Hall. Okay, das ist das meiste, was wir bekommen können. Das heißt, wir können jetzt hier noch 2 Leute holen. Und ich würde sagen,
jetzt 3, 6. Wo ist der letzte? Da. Könnte mal nach außen gehen. Kommt alle her. Dann ist die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Wir könnten hierhin versuchen hinzugehen. Das scheint das nächste zu sein, was da in der Gegend ist. Ah, okay. Vielen Dank für den Tipp. Blinding beams of light met the dauntless evil's creatures. They briefly squinted at the disgusting brightness. Finally, they grinned, satisfied. At last, they were able to carry the battle to the good people and were not limited to protecting themselves in a dungeon, as is the case with other representatives of the genre. The armies of evil reached one of those disgustingly good places that had survived the destruction of Twistram. The ice-cold hand, I mean evil, would deal with it immediately. So. It's payday. Wir können erstmal hier die Damage-Dealer auseinandernehmen. Dann kommt euch den Krieger. The little town of Good was destroyed and turned into a hotbed of evilness. Cracks formed on the surface, and something, guess, evil, rose from the depths. This evilness, in a practical spherical form, was the sweet lifeblood which flowed through the personified evil's veins. It stimulated the armies of evil and swelled their power. All this lofty blah blah without any impact on the game aside, it was another resource primarily or exclusively used for more powerful research. Delicious evilness flowed into the dungeon heart and filled it with power. New research was thus made available, which would help the dungeon to even greater power. The impatient evil immediately began to research something. Ja, aber was denn? Ich habe keine Lecture Hall und die hätte ich jetzt am ehesten noch gerne gemacht. The progress-addicted evil had unlocked some new research and immediately set about trying it out. What is going on here? I feel a disturbance in the force. The deeds of the conspicuous evil and its henchmen had not gone unnoticed. As a matter of fact, even a blind man could see the destruction they left behind them. As idiotic heroes do, they sent out a small patrol to scout the area. Move out, men. Have a look around and report back to me. While I would love to accompany you myself, I'm currently teaching myself to play the ukulele. Das ist durchaus wichtig. Ukulele spielen macht auch viel Spaß. So. Ja. Kommt mal hier dazu. Die Frage ist jetzt gerade, ob es sinnvoller wäre, die Leute wieder nach Hause zu schicken. Oder nicht. Kannst du bitte hier bleiben, Dankeschön. Die können wir erstmal By the heilen. goddess of light! What happened here? The whole city is in ruins. I drank a beer right over there just yesterday. Das ist aber nicht gut. There are enemies in your dungeon. Hey, where does this lead?
We should take a closer look. The first heroes had discovered the not-so-well-hidden evil's dungeon and now entered its depths. Of course, Thalia. the insidious evil had already prepared a despicable reception for them. At least I hope so. Even if that's not the case, I will kill these ridiculous do-gooders myself. They will pay for mocking me over the years. Wait a minute. What am I saying? Those are my friends. How can I plan their deaths? Talia had chosen an extremely unfavorable time for moral doubts. Luckily, her evil dark elf heritage prevailed. Hey, Talia, you're evil, so act like it. What? Oh, yeah, okay. Kill them all! Alright. Let's kill them all. Ich finde sehr praktisch, dass man so easy hin und her wechseln kann zwischen den beiden. Genau. Wenn wir jetzt die 250 haben, und das hier holen. Genau, die sollen sich jetzt mal kurz hochheilen. Du hilfst mal bitte dabei. Dich daneben stellst. Kannst Kreaturen über dein Einheitenmenü aufheben, das siehst du auch ihren Status. Warte. Einheitenmenü? Du meinst aber nicht das hier. Sondern du meinst potenziell das hier? Nee. Da ist Thalia. Ja, gut zu wissen. So. Jetzt müssen die mal essen, glaube ich. Und dann kann man sie mitnehmen. Und dann gehen wir wieder... Und dann gehen wir wieder hier raus und schauen wir mal, was wir hier rausmachen können. Payday. Witzigerweise können wir anscheinend nur das hier als nächstes erforschen. Je. Linke Seite, rotes Banner. Ach so. Ja, mille grazie. Das hilft mir tatsächlich sehr viel weiter. Okay, das heißt... Oh, ich kann Leute... Also. Wir hatten ja hier diese wunderbare Channel-Belohnung. Gebt dem Kind einen Namen. Ihr dürft jetzt für 9 Charaktere zumindest, könnt ihr... wir können auch Thalia umbenennen, aber das machen wir nicht. Für diese, was hier... Ja, die 9 Kreaturen könnt ihr jetzt einen Namen haben, wenn ihr wollt. F2? Everything evil comes from a... Well, there is. Thank you. I will destroy this land. Okay. Dann lass uns doch mal hier wieder hingehen, weil da unten gab es irgendwas. Ich will erstmal hier diese eine Hälfte mir holen. Ach übrigens, so sieht das dann aus, wenn das Land verdorben ist. Der Typ wird halber von einer Säge zerfressen und der Typ hier hält sich krampfhaft fest, um nicht runterzufallen. Sehr cool. The power flows through my veins. Du, ich glaube sofort, dass die total stark ist. Das ist ja immerhin der Hauptcharakter. Und meine Fresse ist sie groß. So, wir heilen jetzt nochmal alle. By the goddess of light, what happened here? The whole city is in ruins. I drank a beer right over there just yesterday. Kommen schon wieder Leute. Ja, das macht mich nicht so glücklich. Wir haben noch keine Fallen. Das ist durchaus ein Problem. Eventuell müssen wir... There are enemies in your dungeon.
Ja, sind gleich da. Ja, komm. Alle auf ihn draufhauen. Dankeschön. Throw me at the enemy! Genau. Hier, ruht euch kurz aus. Holt euch was zu essen und dann geht's auch gleich weiter. Lurke ich immer noch ein bisschen rum, den Armen ausklingen zu lassen. Vielen, vielen Dank, meine Seele. Und herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Kann man das ganze Gold hier einsammeln, das hier noch dumm rumliegt? Warum auch immer meine Minions das nicht mitnehmen, ey. So. Ich frage mich ja, warum sie das hier nicht abbauen, diese Diamantenvenen. So. So, dann können wir sie gleich nochmal upgraden. Sehr cool. Die hier können wir nicht mehr upgraden. Okay. Ich glaube, dann können wir jetzt hier wieder losgehen. Kann ja jetzt nichts Neues bauen, ne? What do you want me to do? So, dann lass uns mal hier runtergehen, weil irgendwoher kommen hier die ganze Zeit irgendwelche Leute und die gehen mir auf den Sack. Was die Naga heißen Slytherin. Ashlisa und Eltonissa. Okay. Warte mal, wo holen wir den Trank da? Payday. Hey! Okay. Da haben wir das. Was ist denn hier das? Genau, ignoriert erstmal die Frontkämpfer. Dann nehmen wir den Rogue. Dann nehmen wir den Krieger. Dann erst die Wache. Vielen Dank. Schatzkammer? Es könnte sein. Woran sehe ich das eigentlich? Oh ja. Oh, schade. There are enemies in your dungeon. Wait, what? Durchaus ein Problem. Defend the dungeon heart.
Okay, warte mal. Wenn das jetzt so ist, müssen wir sie auch da gar nicht mehr runterschicken. Wir können schauen, dass wir unsere Leute dahin schicken. Okay. So. Dann lass doch mal irgendwie hier einen schönen Raum dafür bauen, damit wir das jetzt erweitern können. Sollten niemand verloren haben. Ist hier wieder ein bisschen hochgeheilt, sehr schön. Genau, alle hier auf den Novice hinten. Jetzt mal den Magier erledigen. Dann den Rogue, Damage Healer. Und dann ist die Bonuslinie davon nehmen. I knew you'd need me. The second island of the good was mercilessly overrun by the strategically savvy evil's hordes and turned into an evil island. Soon, more of that Sehr schön. exquisite evilness would be bubbling to the surface. Sehr, sehr schön. Excellent. Even better than in Dungeons 2. Not that I'm out to plug it or its fantastic add-on or anything. I'd never do that. You never do that. Huh? The armies of evil here? Damn it all, how did that happen? Time to call out the heavy guns. Right, men, get ready to attack in waves. Excuse me, sir. Wouldn't it make more sense if we attacked all at once? Where's the fun in that? Wave after wave, that's a strategy for real. Und wir speichern jetzt mal hier kurz. Thanks to the enemy's limited tactical finesse, their destruction was virtually unavoidable. So it was time to decorate for the victory celebration, to get the beer and hire the orc dancers. Okay, maybe not orcs. I shudder at the thought. They're going to be child's play. Leave them to me. I mean, hold them back and let them hit you while I deal with them. So. Die Gebäude können wir nochmal ganz wichtig umbringen. Sehr gut. Genau, wenn wir eh schon hier sind. Probieren nochmal hier hinzugehen. Oder haben wir direkt hier die... Komm, wir greifen auch direkt hier an. Wasn't that the Staggering Pony Tavern? Oh, no. By the goddess, I won't be getting any more roast pork there. Lass mal sicherheitshalber nach Hause gehen. Und wir haben glücklicherweise jetzt nochmal eine Person mehr, die wir hier bestellen konnten. There are enemies in your dungeon. Nein. So. Gut. Und ihr sollt bitte mal aus dem hier jetzt bitte Schatzraum machen. Destroy the good. Ooh! So. Das Ding ist auch,
unser Raum da drüben ist voll. Das heißt, wir sollten hier um eine Erweiterung anlegen. Das ist halt die Frage, wo wir sie hinbauen. Ich muss sagen, wir bauen sie hier so irgendwie hin. Ja, lass mal hier so hinbauen. So, jetzt beeilt ihr euch bitte. Weiß ich auch. Ich weiß gerade gar nicht, warum wir jetzt plötzlich Kampfmusik haben. Ja, plötzlich Kampfmusik. Sehr seltsam. Ah ja, wir können mehr Gold einsetzen. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Achso, komm, reiß nochmal hier die Wand noch ein und die Wand reißt du bitte auch ein. Na komm. Reißt alles ein. Okay, anscheinend das hier nicht. So, dann bauen wir jetzt nämlich hier nochmal für unsere Horde den Raum größer. Und auch hier den Gobble-Gobble-Raum größer. Damit die hier gobbeln können. So, ne, das will ich nicht auseinandernehmen. Ach, die sind gerade sauer. Kann das sein? Vermutlich, weil sie kein Bett haben. Has gone on strike. Okay, sie sind am Streiken. So, Effektivität der Räume 20%. Und was? Warum sind die nur bei 20%? Ah, and those whenever possible. Okay. Okay, so this is kind of bad. Dann ziehen wir doch mal hier so ein Ding durch. Und das hier haben wir auch voll. Okay. Ah, 50%. Effizienz, 60. 70%. Isn't Okay. that the Staggering Pony Tavern? By the goddess, I won't be getting any more roast pork there. Okay. Da können wir nicht, weil wir sonst hier was wegmachen würden. Enemies have entered the dungeon. Okay. Da, eine Wache. Mach das mal kaputt. Ouch! Ouch!
Payday. Okay, gut zu wissen. Okay, 70%, 60%. Ja, das Problem ist halt... So. Okay. Bau eine riesen Schatzkammer die Edelsteine an, lass die Schnauerlinge Ader bauen, dann scheiße mit Goldbahn zu. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Hoch. Da kann ich nicht bauen. Ach so, weil ich dafür was zahlen muss. Skandalös. Skandalös. Ich muss da ernsthaft was zahlen für. Genau. Mal schneller. Genau, anscheinend, wenn man genügend Schnollerlinge schlägt, dann gilt das als Dings hier. Als Grund, warum die Kampfmusik angeht. Sehr, sehr witzig. Oh krass, wir haben jetzt gerade tatsächlich nicht genügend Geld. Übrigens, diese Schlange heißt Kardashian. Das ist durchaus witzig. Komm, hier, arbeitet schneller. So. Irgendwie dieses Sägen klingt eher wie so ein komisches Gestöhne. Schön, dass man kann, ich sollte komplett das Koop spielen oder eben nur als Einzelmission. Wenn du willst, kann ich jetzt richtig gerne der Mechanik nicht erklärt wurden. Okay. Ich frage mich jetzt überhaupt... Also das Ding ist, wir müssen jetzt erstmal mit dieser Mission hier fertig werden. Wisst ihr was? Wir fangen das jetzt mal an. Wir alle hier rauswerfen. Und dann mal den großen Angriff hier darüber machen. Geh mal bitte hier rein, marschiert da ein und klatscht das alles kaputt. Dankeschön. Ah, perfekt. Da wollte uns doch gerade wer besuchen. Das ist aber schön, dass wir noch rechtzeitig da waren. Weil sonst hätte der Mensch uns ja total verpasst. Das wäre schade. Ja, das mit The Witcher ist halt so eine Sache, ne? Ob das heute noch was wird? Da, hier. Wilson. Ja. Sure showed him.
Gleich sehen wir hier die Chaos-Transformation. The good camp has been destroyed. Victory is ours. Evil is victorious. Ha! Good thing I switched sides. And so it was that the good camp was destroyed by the battle-wise evil's army. Now it was time to take over all of the good islands, but that would be a cakewalk. Easy as stealing candy from a baby. Candy from a baby? Simple? My ass. Ever tried it? The screaming and crying and fetching their parents and family as reinforcements, and those little beasts bite pretty damn hard. Not that I have any personal experience, of course. The ultimate, chaotic, absolute, whatever evil will be happy. I am. Father is gonna be so angry. Do you really know what you're doing? You wanted to be good. You had dedicated yourself to the light. Stop and really think about your deeds. Can you please just stop with the golem thing? We already had too many Lord of the Rings gags in the last 2 games. Enough is enough. Yeah, exactly. Just shut it, good me. Talia and the destructive evil's army had succeeded in destroying Twistram and the surrounding area. Good no longer existed in this land. Why? What the hell happened here? Apparently, not quite all of the good guys were defeated. The dwarven King Grimly, an old drinking buddy of Tanos the Paladin, was just touring the country with his exorbitantly large army to ensure everything was in order. Thank God, the foresighted evil had provided for this contingency. The dungeon heart was charged with evilness and enough energy to act as a teleporter. For Talia, of course. Ooh, good. Then all the best, brave warriors, and stop them! Right! I'm out of here. With a plop, Talia dissipated and disappeared to a faraway and safe place. The rest of the sacrificing evil's creatures looked astonished as their general fled, but only for a moment, as they already found themselves facing an unpleasant army of good. This is the work of that damn pointy-eared wench. I always warned Tanos that those miserable dark elves couldn't be trusted. Criminals, the lot of them. But enough is enough. I'm going to find that shifty witch and use her ears as bookmarks. Grimly, you don't sound so good either. Just so you know. Ja, das mit dem Witcher stelle ich auch noch an. Das The Gehenna Stones. After leaving the vestiges of Tristram, Talia set out for the Gehenna Stones. They served as seals to keep the demons banished in hell, where Tanos himself had exiled them. Her so-called Foster Fathers Act would soon be undone. Ja, Das Ding ist, wir haben jetzt erst sehr, sehr wenig von The Dungeons 3 angespielt. Und ich würde es tatsächlich noch gerne ein bisschen weiter spielen. Eventuell machen wir einfach The Witcher dann heute nicht. Sondern einfach beim nächsten Mal, also nächsten Freitag dann wieder. Ja. Also wir haben halt auch sehr viel... Also das Ding ist, ursprünglich hatte ich halt geplant, Beasts of Marvilla Island nur eine halbe Stunde zu spielen. Haben wir irgendwie 1,5 Stunden Zeit damit verbracht. Also halt, natürlich haben wir noch eine halbe Stunde irgendwie vorhin irgendwie geredet, aber trotzdem. Talia now found herself a few kilometers, or miles, yards, or stone throws, depending on whatever crazy units are used where you are, away. She had managed to escape Grimly's forces, even if 1 or 2 evil creatures had to die. But hey, that comes with the job. Freut mich, Maike. Dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich muss ich mal wieder. Tja, genau. Und schönes Wochenende. Gehenna Stones were nearby. Tanos once banished some demonic minions to hell and used these ancient magic relics to seal them there. Unfortunately, it was unclear how these seals could be broken. I was there back in the day when Tanos banished the demons and sealed the stones. I can open them! But should I really do it? These unearthly beings terrorize the land and... Oh, shut up, good Talia! So, you know how to open the seal. Excellent. Devious evil is obviously nobody's fool. It all feels like a real plan. I just have to get through to the seals, then I can open them.
but I need protection from the elemental guardians while I do so. Okay, that should be doable. Get Talia to the seals. Guard her while she opens them. First, however, it would definitely be a good idea to build a powerful dungeon in order to be prepared for any heroes stationed in the area. So. Ich schätze mal, dass hier so ein Raum ganz gut wäre. Genau, also ich habe auch sehr viel Spaß daran, Lasse, deswegen glaube ich, machen wir echt mal hier ein bisschen mehr weiter. Und auch mega, dass wir, ich weiß auch nicht, wann wir mit, eventuell müssen wir einfach mal sagen, wir spielen ein ganzes Wochenende nur The Witcher, bis es durch ist. Irgendwie sowas oder so. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es sonst wird. So, können wir jetzt hier direkt nochmal ein paar Snotlings holen, dankeschön. So, alle klopfen hier. Arbeitet schneller. Du auch schneller. Spiders have spread throughout the underground. Ah, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Genau, hier soll dann, baue ich mal den Raum für meine Einheiten hin. Bye bye, baby! Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier nämlich potenziell Platz für eine wunderbar große Gobble Farm. Hm, 945. Mal kurz noch warten. In Dreierpotenzen. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, There were 6. disgustingly good places Nine. near the dungeon, which would look Drei, much better sechs. as islands of evilness instead. 9. Especially since that evilness could be used for new technologies. What is that unbearable place doing right in front of my dungeon? Disgusting! Creatures, advance! Destroy that thing! Oh, are you sure you want to do that, Talia? Shouldn't we sit down in a circle and talk about it one more time? Are you still here? Honestly, can't you see I am busy destroying everything that is good? I don't have time for this disassociative identity order nonsense. Stop doing the Therese and Jeanette thing. The what? So, hier. Lauf mal schneller hier. Hier, großer Gobbel-Gobbel-Raum. 3, 6, 9. Ja, Nummer 9 wird da angezeigt. Und hier auch Nummer 9. Müssen wir jetzt kurz noch ein bisschen warten. Vampire, the Masquerade Reference. Ich liebe den Narrator. Die habe ich jetzt gerade gar nicht mitbekommen. Die Referenz. Payday. There's something funny going on around here. My knee is itching where I caught that arrow. Men, check it out. The presence of Talia and the conspicuous evil's army had not gone undiscovered.
and the first miserable heroes were already on their way to the dungeon. Where we will, of course, welcome them appropriately. Move, you lazy dung beetles! Get ready! You always have to be so unfriendly? I mean, really? Can't we just talk about this? I know this really good psychiatrist and... Don't force me to hit myself! Yes. As our protagonist sank into one of her disputes with herself, the heroes spread across the surface. So, da können wir kurz rausgehen. Wo kommen wir denn hier raus? Ah, da kommen jetzt 2. Können wir There are nochmal... enemies in your dungeon. Oh, hey! Habe ich gerade aus den Thalia geslappt. Upsi. Okay. So. Warte mal, was ist das denn hier? Ja, das ist halt ein 7x7 Raum. So ist das halt. Hier kann ich leider keinen 9x9 Raum bauen. Kann ich hier drüben dann einen 9x9 Raum bauen? Yes, I can. Das mit Terrace und Jeanette. Okay. So. Schneller. Minions. Nein, du sollst nicht dich verbeugen, du sollst schneller arbeiten. Your creatures have inadvertently dug into a dragon's nest. Well, that's bad, I'd say. Witzig, wie die Minions einfach drumherum dann weiterarbeiten. Ist auch okay. So, genau, Arena ist wieder offen. Also Ausrufezeichen. Fight in den Chat, wenn ihr mitmachen wollt. Ich merke gerade ein bisschen, dass der Sound ein bisschen laut ist, vor allem von den Effekten. Deswegen drehe ich den mal kurz ein bisschen runter. So. Okay. Genau. Und hier können wir dann einen Vortex-Raum bauen. Was wir? The Vortex is a retreat for demons in a place that neither Buffy nor the Winchester brothers can ever be allowed to find. Thank the gods, they have better things to do, such as saving the world and so on. Resurrected after their inglorious death for a tiny fee of mana. Mana? But I don't have any mana. That's true. Yes, but luckily the Gehenna stones produced exactly that. What a wonderful coincidence. What a nice coincidence indeed. Okay, ich glaube, jetzt können wir dann nur noch die Leute herholen und dann
All the Winchester brothers. There are enemies in your dungeon. Although there. You are going to die. So, now you're dead. Time to die. Und ich würde sagen, wir schmeißen dich da jetzt raus. Und weil wir können. Genau, du kommst damit auch noch mit. Noch irgendwie mitnehmen. Ja, hier. So. What's up? Genau, wo können wir jetzt... Anscheinend ist da ein Stein. Dann lass doch mal versuchen... Gehen wir uns da lang bewegen. Gehen wir hier hinten rum. Sure showed him. So. Zerklopf mal bitte das da hinten. Wenn wir das haben, gehen wir gleich zu dem Stein hier rüber. Was ist das dann? Du hier. I knew you'd need me. So, kämpft euch zur Kanone vor. Das war wichtig. Take a look at this. There's something strange going on here. A local patrol unhappily stumbled into the area of the Gehenna Stones. They wouldn't leave without a fight, just the way I like it. Just the way I like it. Wait a moment, I just said that. Are you trying to steal my lucrative narrator contract? Back off! I know where your car is. Delicious evilness dribbled into the thereupon feasting evil's dungeon. This could be immediately sacrificed to the excellent idea of completing one or two new research projects. So, There are enemies in your dungeon. there are. First Gehenna Stone is very Oh, close. I do not Soon like this. I will destroy it. Tanos will be beside himself. Apparently, there were a few elemental guardians who were not particularly pleased at someone fooling with the stones. They threateningly turned towards Talia. Of course, the defense-orientated evil would protect her at all costs. So, ist die Frage. Talia, what are you doing? Why did you turn back to evil? Father, I don't know. I keep trying to turn back to good, but a part of me... God, just shut it, you weakling. Tanos, you and your minions always look down on me. Grimly insulted me without you ever saying a word. You drove me to this. My child, that is not true. Look inside yourself. There's still a spark of good there. Let it guide you. And not this. Whoops! Looks like I accidentally tripped on a cable or something. Unfortunately, Tanos could not continue to talk to Talia. What a pity. Undeterred, Talia continued to work on breaking the stone seal. Huh? What? Oh, yes, of course. Ha. Soon the seal will be broken. So,
Enemies have entered the dungeon. Schon wieder. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch. Weil unsere Leute hier ziemlich down sind. Your creatures have inadvertently dug into a dragon's nest. Oh, of It's course. done! The seal is broken! Oh, what have I done? May the goddess forgive me! So, und bevor mir jetzt schon wieder irgendwer reinredet. Vielen, vielen Dank, Julius, für deinen Resub. Herzlich willkommen. Wieder zurück. Schön, dass du da bist. Wie geht's denn? So, genau. Today is not that day. Wait, what? Spam day. Someday I'm gonna learn that. Ja. Er ist nicht wie Cthulhu. Andersrum. Ah, are you still here? Oh, come on. Can't you pour your heart out somewhere else? While Talia was occupied with herself, again, the seal was completely broken. Several portals to a strange world opened in the dungeon. From them, a few extremely committed demons immediately sprang, ready to serve the releasing from exile evil. The Gehenna stones contained a ruthless and mighty magic that not only supplied the dungeon with mana, but was also very dangerous. This posed no problem for the danger-loving evil, as it was far away. Besides, the magic was only supposed to affect the heroes. With the patience of a fox, the insidious evil now waited for a few heroes to test this ruthless and powerful magic on a few unsuspecting guinea pigs at the cost of a little mana. Well, there is a bunch of, It's payday. I mean, there is a bunch of dragons sleeping in our dungeon. Maybe we should tend to them. Should we not? So, let's take some people. And drop them all here. And then we're going to... Wollt ihr da nicht irgendwie mal reingehen? Dankeschön. Achso, okay, es gibt keinen Grund mehr für euch da reinzugehen. Okay. I never said anything. Throw me at the enemy! Da, bitteschön. So. Genau, das war das. Die haben wir nicht, die wollen wir nicht. Guardroom hört sich total sinnvoll an. Das hört sich auch sehr sinnvoll an. Das hört sich noch viel sinnvoller an, weil wir einfach gerade zu viel Gold haben. Ich habe keine Ahnung, wie Guardroom, Workshop. Oh, Workshop! Wir können einen Workshop bauen. Well, let's do so. Enemies have entered the dungeon. Oder auch nicht. Ja, kümmert euch da mal bitte drum. Dankeschön. Genau, hier irgendwo. Oh no. Könnt ihr da bitte sogar eigentlich wieder Dinge hinbauen? Das wäre voll super. The Gehenna Stone's magic was ready for a new, hopefully deadly attack. So. Dann bauen wir das hier irgendwie so und ich habe jetzt gelernt, dass die Räume 9x9 am besten sind und dass man auch aufpasst, wie man sie hier hinstellt. Okay, 9x5. Kann man hier noch? Ne. 9x3 kriegen wir noch hin. Ist hier noch voll. Und hier machen wir noch eine Wand hin. Und da.
Genau, weil dann können wir hier so einen Wachraum hinstellen. Hier 7 aufstellen, dann 32 lang Menschen Dressurschreiben zuschauen, dann noch ein Arbeitstag dran. Ja, das hört sich total gut an oder so ähnlich. Oh, There krass. are enemies in your dungeon. Hallo, genau. Kümmert euch dann mal bitte. Okay, ihr habt euch gekümmert. Sehr schön. So, jetzt ist das Problem. Genau, mein toller Gold-Dings da ist weg. Mein toller Gold-Node ist weg. Das heißt, wir müssen jetzt hier andere Quellen für Gold finden. Und das da drüben scheint eine ganz tolle Goldquelle zu sein. Zum Beispiel. Genau, aber jetzt schneller. Ich kitzle ganz in mein Haar. Es ist unpraktisch. So. Nochmal Gold. Ist noch Gold. So, können wir jetzt hier mal diesen Wachraum hin tun. Dankeschön. Your little snots have dug out a new room. Dankeschön. Was haben sie denn ausgegraben? Das hier. Was ist das denn? Wo ist er? Vielleicht Kram für den Workshop. Also. Heyday. Alle mal ein bisschen slappen. Spiders have spread throughout the underground. Okay. Genau, kümmert euch bitte mal darum. Dankeschön. Some new research projects are available for new rooms. I already mentioned this, but it may have been blocked by the unkept evil's earwax. The homicidal evil had researched the Tinkerer's Cave. This perfidious room was used by the even more perfidious creatures of the Horde to build deadly traps and sturdy doors out of boring old toolboxes. The adventurous evil was keen to try this out right away. Defend the dungeon heart. Könnt ihr mal bitte das lassen? Das ist total nicht nett von dir hier. Das finde ich höchst asozial, dass du da irgendwie an dem Ding rumschlägst. So. Okay, aber jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwelche Guards hier droppen. Funktioniert das so? Okay, ja, wir haben 4 Wachen jetzt. Sehr schön.
ist auch schon lange schon noch mal mehr Kreaturen erforschen. Und weil wir jetzt hier drüben ganz viel Platz haben, einmal so eine Tinker's Cap. Ja, okay, vielleicht noch nicht. Wir müssen warten, bis wir 2000 haben. Enemies have entered the dungeon. Achso, warte mal, wir können jetzt mal diesen Workshop bauen. Ah, okay, 2000. Noch 10k zu den 50k. Ah, okay, bis du die 50k Kanalpunkte hast. Ich habe mich gerade schon gewundert, was du meinst. Oh, hier ist die Diamond Vein. Okay, cool. Dann bauen wir hier nämlich den neuen Treasure Room hin. Komm, lauf schneller. Sich verbeugen, du sollst Watschen bekommen. Sehr gut. Hier. Quatschen für euch alle. So, das heißt, jetzt machen wir hier diesen 9x9 Raum. Ich finde es schön, das hier klingt so ein bisschen nach hier Dings, der Musik von Patricia. Oder Tropico. Ah, hier ist eine weitere Gold Vein. Genau, wir müssen jetzt hier nämlich auch den nächsten Raum ausheben. Irgendwie so. It's payday. Achso, warte mal, das ist natürlich scheiße. Ja, nein, mach das nicht. Oh, schaut mal, dass ihr... Können wir jetzt hier überhaupt noch so einen 9x9 Raum hin? Nee. Heißt außer, wir verzichten irgendwie darum, um dieses Ding eine Schatztruhe zu bauen, einen Schatzraum zu bauen. Genau, hier haben wir jetzt keinen Platz mehr für so 9x9. Nee, ne? Nee. Hier können wir aber einen hinbauen. Ja, sehr gut. Genau, sperrt den da drin ein am besten. Do not care for him. So. So, und
ihr bekommt jetzt... There are enemies in your dungeon. Ja, klicke hin. Ich frage mich gerade, wenn ich F2 drücke, ob dann auch noch die hier mitgenommen werden. Können wir gleich mal testen. Wie gut, die Schlange heißt Kanye West. So gut. Das stimmt ja genau. Die Wache hier sollte am besten noch eine Naga bekommen. Damit die immer irgendwen hat, der dann auch heilt. Genau, haben wir 2 Tanks, einen Damage Healer und oder 2, also einen Melee Damage, immer einen Fan Damage Healer und dann noch einen Naga zum Heilen. So, wenn ich jetzt F2 drücke, nehme ich wieder alle mit. Kann das sein? Das ist ein bisschen unpraktisch. Weil ich will ja meine Wache eben nicht mitnehmen. Pizza und Schläfchen. Hört sich gut an. Well, yes. Die Guard-Duty-Leute wären natürlich total super, wenn die daheim geblieben wären, weil, Guard-Duty und so. Na super, das ist halt... Ja? Wenn er jetzt noch ein bisschen schwierig drauf kommen würde. Das heißt halt natürlich super dumm, dass die da mitgekommen sind, weil... Nein, ich will ja eben nicht, dass sie mitkommen. Das ist doch total dumm. Okay, wie viele habe ich jetzt? 3 Stück. Drei Stück kann ich jetzt wieder hier deployen. Ja, dann machen wir es einfach. I will destroy this land. Okay, warte mal. Können wir hier irgendwie rausfinden, welche Leute das sind? Vermutlich Nordessa. Bist du Guard? I don't know. Wir schicken jetzt einfach irgendwelche random Leute da zurück. Hier, komm. Do not care. Und der Rest, der hier rumsteht, ihr kommt jetzt mit und dürft mit mir Missetaten machen. Wie wär's dann? Alright. That was quick. That was really quick. Payday. Enemies have entered the dungeon. Ja, glücklicherweise habe ich ja Wachen,
sich darum kümmern. So ähnlich. So. Ich habe gesehen, hier stehen noch ein paar Goodies rum. Der Hintergang war The gerade sehr Gehenna Stone praktisch. spell waited to be once again unleashed upon the sadistic evil's enemies. Okay, halt euch mal kurz hoch. Und dann kümmern wir uns gleich um den nächsten Stein. So. Tinkerer's Cave. The first Tinkerer's Cave was finished and appeared solid enough. Soon the creatures of the Horde would gather here voluntarily or under the threat of beatings to build dangerous traps for unwary heroes. As with the first stone, a number of guardians came to life to attack Talia. In its wisdom, the foresighted evil had already prepared for this. Let's hope so anyway. Oh ja, die kriegen das schon hin. Talia, please, stop doing this. Return to the light. It took me many years, and I had to reload many previous save games before I finally managed to banish all these demons. Father, I'm trying, but the evil, it's so strong. Oh, da steht der Fight Typ. it, my child. Don't forget that this stinker kept you locked up in a place that isn't called the fatiguing library for nothing for the last few years, and that his best friend is a dwarf who hates all elves. Moment, muss mal kurz speichern. I know the narrator should normally be neutral and stay out of the story, but this guy's interjections are getting on my nerves when he's hundreds of miles away. Right. You're not my father. You just took advantage of me. You claim to be an honest, decent paladin of good, and yet you allowed me to be mocked and insulted. I'm done with you. Once Talia had returned to her true nature, she ignored Tanos and turned back to the stones. This way, hobbits! I mean, evil creatures! Follow me! So. Genau, da kann man mal zumachen. The seal is broken. Talia had conquered another Gehenna stone, this time even without an extended dialogue with her split personality. Well, actually, I was about to... Good grief, just shut up. Where were we? Oh yes. Once again, a huge jet of mana shot into the sky and a portal opened. Whether it led to the Winchester brothers, Buffies, Charmed, or whatever universe, demons ready to kill jumped out. As usual in good games which still have some game time to fill, there was yet a third stone to be conquered. Talia was already on her way. Sehr schön. So viele Referenzen. Oh, so viele Spiele. Enemies have entered the dungeon. Have they now again? Oh, wait. You shouldn't die, please. Oh, that's not nice.
So. So, habt ihr jetzt hier alles? Sehr gut. Dann können wir jetzt eigentlich gerade zum nächsten hier gehen. Von da ich ja gerade wunderbar hier geheilt habe. Gerade ein kleines Hauskämpfchen mit dem Schogalchen. Grüße an Joe, grüße wieder. Ah ja, Heroes of the Storm hätte ich auch mal wieder Bock, ey. Tada, das ging schnell. The Gehenna Stones were still busy charging up for a new spell. Und da fliegt der Zwerg. Huch. Alright. Done and... The Gehenna Stones pulsed with magic. Their spell was once again available. Hier, Rope zuerst. Sehr schön. What's up? So, warte mal. Da stehen noch Leute rum. Ach komm, dann holt sie euch. Leider haben wir jetzt nie hier dann auch Fallen bauen können. Enemies have entered the dungeon. Wie hätte ich den bauen müssen? Oh. The Gehenna Stone spell waited to be once again unleashed upon the sadistic evil's enemies. So. Who do you want killed? Okay. Dann glaube ich, können wir jetzt uns eher um den letzten Stein kümmern. Können noch ein bisschen forschen. Aber, naja. The third Gehenna Stone was very close. The power flows through The Gehenna Stone and a third time, the Guardians rose to prevent Talia from fumbling with the Gehenna Stone. Who would have thought? Well, who would have? We sure wouldn't. Talia, I beg you. What? You again? This chap's appearing for the third time already. What is he? The God's damn spirit of Christmas or something? Just shut up and let us get on with the game. But That's enough! She's not Aw. coming back to you. Get it? I reckon that after another 15 or 16 missions, she's gonna beat the ever-loving crap out of you. But I'm... My God, you just don't quit, do you? Okay. Talia, your job. Shut up, Thanos! Can I say something here? No. Unfortunately, the Gehenna Stone's magic was not yet available again. Sad, but true. So. Warum wird die ganze Zeit gedraint, die Mana? The Gehenna Stone's magic was ready for a new, hopefully deadly attack. The Gehenna Stones were still busy charging up for a new spell. Die ganze Zeit hoch und runter, das ich nicht mehr einsetzen kann. Na super.
Egal, 25 Sekunden halten jetzt auch noch so aus. So. Mal schauen. Finally, the last seal has been broken. Death to all that is good! Power to evil! Indeed. Talia had conquered another of the Gehenna stones. Mana into the sky, demons out of the portal, blah blah blah, and so on. You know the score. Now, only the last of the Gehenna stones had to be taken. Wait a minute, didn't you say a total of 3 stones? That was the 3rd stone already. No, you're wrong about that. No, I am not wrong. You said every good game has 3 goals. I also said any good game. True. Not much to say to that. Then it's off to number 4. Alright. Nach dem Selbst das können wir wohl jetzt hier mal noch alle Leute hier rauswerfen. So, komm. Scheiß auf Wachpflichten. Braucht ja keiner mehr. Payday. Und warum hat eigentlich niemand... Ach so, die eine Naga war alleine, deswegen... Okay, dann lasst da jetzt nochmal hier in den Kampf reingehen. Und hier den Riesen... Talia, normally all good things come in 3s. But after 4 stones, I will try one last time to bring you to your senses. Please stop what you are doing and return to good. Together we can wipe evil from the face of the earth. Father, never! I will be the queen of evil and destroy all that is good! These words should make everything crystal clear. Time to take the last stone. Unfortunately, an unsightly rock pile blocked the way to the 4th stone and had to be cleared out of the way. Stone unturned to work in a bit more game time, am I right? Very commendable. Oh well, every stone unturned. This rock heap was tougher than expected and... What the... Defend the dungeon heart. Was it you? My children are all Are you kidding me? You will pay for that. I will crush you. Okay, I didn't see that coming. Of course, the anticipating evil had already expected something like this and plunged into the fight well prepared. Totally well prepared. Und wurde auch gar nicht überrascht von irgendeinem komischen Angriff von irgendwelchen Helden, die da plötzlich in den Dungeon reinkommen. Es wäre zu mühsam, da jetzt micromanagen und zu sagen, so, ihr haut mal bitte von der Stelle hier ab. The Gehenna Stone's magic was ready for a new, hopefully deadly attack. With a menacing crunch, the huge stone monster hit the ground. The stone-hewing evil had triumphed. It debated having a new bathroom built from the remains. Yeah. Das ist halt auch schon nett evil. Das ist einfach Taking den... the 4th stone was now child's play. So easy, in fact, that we'll just cover it in a short cutscene and spare you all that annoying clicking. All the seals had now been broken, and the demons thirsted to unleash chaos, destruction, and folk music upon the world at the ultimate evil's side. Okay, maybe I made that last point out. Oh Gott. Nicht Folk Music. Brimley was still searching for the Dark Elf and the evil around her. On the other hand, she had asserted herself against her father Tanos and resisted the forces of good. But by the time his spies, much to their horror, found the Gehenna Stones destroyed,
the inconspicuous Evil's army had already moved on. Sehr schön. The Ash Spring Swamplands. While grimly Hammerhand's henchmen were looking for Talia and the Absolute Evil's army, they in turn were slowly marching through the gloom of the Ash Spring Swamplands towards the dwarven town of Steelsmith. This idyllic area provided the unique opportunity to secure additional allies. Undead. So, bevor wir jetzt aber damit anfangen, mache ich jetzt noch eine kurze Pause. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, an dem ganzen Ding. Wie gesagt, falls ihr es haben wollt, ihr könnt es kaufen. Es ist jetzt in der Complete Edition, das heißt, da gibt es alle DLCs mit dabei. Wir schauen uns gerade die Standardkampagne an, gar nicht die DLCs. Vielleicht schauen wir uns dann nochmal die DLCs irgendwann mal an einem anderen Tag an. Aber heute schauen wir uns erstmal das hier an. Außer ihr jetzt sagt jetzt, hey, cool, wir wissen jetzt, wie das Hauptding ist. Wie wäre es denn jetzt mal mit DLC-Content? Aber das könnt ihr jetzt mir in den Chat reinschreiben. Wie gesagt, ich mache kurz Pause, ich gehe mal kurz aufs Klo und dann bin ich gleich in, keine Ahnung, 5 Minuten oder so wieder da. Genau. Bis dann. Jetzt bist du da. Und wenn du A drückst, dann bestätigst du. If I die, you die. Das wird witzig. Komm, jetzt mal laut genug. Ja, nein, auch die Stimme von dem Typen ist leider... Ich verstecke mich gerade. Ich weiß. Siehst du den? Ja. Wo läuft der hin? Der ist... Oh, ich habe ihn... Ich habe ihn mit der Tür erschlagen. Was? Geil. Ich habe ihn mit der Tür geschlagen. Ist das gut? Oh, warte, ich muss kurz Highlight-Befehl reintippen in den Chat. Das ist zu geil. Was melodisch kommen wird. Ich sah ein Licht im Ozean versinken. Mit letzter Kraft. Ich drohte zu versinken. Auf Feuersflügeln trug es mich in ein Land. In ein Land der Fantasie. Weißt du, das klingt so... Ich muss sagen, damit kommt jetzt auch richtig... Das ist Wunder nicht schön. Was zur Hölle? Warum fällt das ab? Was? Der ist leer. Nein, da ist doch die Hälfte drin. In dem Kanister? Ja. Ich kann auch den anderen nehmen. Ah! Ich habe die Füllstandsanzeige gar nicht bemerkt. Cool. Physik sagt nein. Plop. Ich glaube, ich muss halt von allem abstecken. Da, hier. Den auf ebenen Grund stellen. Vielleicht Ja, muss man einfach nur ausmachen. Der ist ja auch aus. Echt? Ja, ansonsten wird er brummen. Das höre ich doch nicht mehr. Guck, jetzt geht's. Wenn Physik nicht nein sagt, dann geht das auch. Kaum macht man es richtig. Spruch, aber er ist witzig. Religion ist wie ein Penis. Es ist schön, wenn du einen hast. Es ist auch schön, wenn du stolz darauf bist. Und es ist auch schön, wenn du damit ganz tolle Dinge tun kannst. Nur haue nicht ungefragt irgendwelchen Leuten ins Gesicht und halt ihn fern von Kindern. Das ist so das Blödeste, was an Analogien mir so einfällt zum Bereich Religion. Ja, hoffentlich. Und da brennt schon die Bude. Da brennt's Bett. Alter, du sollst nicht so viel masturbieren. Und vor allem nicht so schnell. Ansonsten, klaro, dass es anfängt zu brennen. Achso, nee, warte mal. Da wohnt ja eigentlich gar nicht Pinocchio. Wo bringst du das Wasser hin? Der trägt das einmal um die Straße. Bist du blöd? Gibt's es nicht. Trägst, anstatt es über die Straße rüber zu tragen, trägt das einmal um die Straße rum. Ja, genau. Sonst auch noch übrigens herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer. Psst. Psst. There's a 50-50 chance of taking the wrong path. I'll pick it every time. Psst. Herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Gerun und wir spielen hier gerade Disintegration. Wir wechseln jetzt
zu dem Spiel mit dem dubiosesten Namen. Nein. So dubios ist der Name doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch so ein schöner Name. Pussy Puzzle. Alles gut? Ja. Und wie gesagt, ich würde ja sowieso gerne nach Charlie gucken. was willst du? Er will unbedingt wechseln nach Charlie. Okay. Du weißt, ich bin dann weiter dein Squad-Lead, also du kannst mir nicht entkommen. Wo ist Keks? Nee, nicht deswegen. Delta für Hochgezeit kommen. Wo ist Keks? Achso, nee, Keks Für Uma ist möglich, kann aber eine Weile dauern. Komm. Ein knuddeliges Klopapier der Knuddeligkeit. Das ist natürlich cool. Genau da, das ist auch so ein Punkt so. Ich bin ja schon auch so, also ich mag ja schon weiches Klopapier. Das ist ein total seltsames Thema, ich weiß, aber es ist halt Dorado schuld, der hat das jetzt auch aufgebracht. Weil das Weiche ist schon irgendwie angenehmer und außerdem ist es reißfester, also ja, keine Ahnung. Ich bin so ein Mensch, wenn er auf dem Klo sitzt und sich schneuzen muss, dann nimmt er halt das Klopapier. Ist ja nicht dreckig oder so, seltsam. Wenn das irgendwie nur so zweilagig ist oder was auch immer das jetzt da ist, was wir gerade im Bad haben, da schneuze ich durch. Ich produziere zu viel Druck quasi. Und dann mache ich da einfach ein Loch rein. Das ist sehr unpraktisch, weil da hat man überall diese dummen Flusen und halt dann halt teilweise auch den Rotz irgendwo anders, wo es nicht haben will. So. Ja, ich teste mal. Ich weiß nicht, wo ich bin, Hilfe. Ich hab Angst im Dunkeln. Hier ist eine Hilfe! Ich weiß nicht, wer es ist! Okay, ist weg. Gerun ist es, Gerun ist es. Es ist definitiv Gerun, der hat sich zurückverwandelt vor meinen Augen. Das ist Lug und Betrug. Ich hab's genau gesehen. Ich hatte eine Taschenlampe. Ja, ja. Fake News hier. Der schläft. Das passt auch gerade zu dem Lied. Es ist auch eher ein Schlaflied, was wir da spielen. Ja, und die Katze fuckt dich ab. Wie eine richtige Katze. Und hallo. Da sind wir wieder. Na, jetzt geht's weiter. Mal schauen, habt ihr irgendwas geschrieben? Nein, ihr habt nichts geschrieben. Es ist ja katastrophal. Das heißt, wir... Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt... gehen wir hier kurz zurück. Schauen wir hier nochmal ins DLC-Menü. Achso, warte mal. Also genau, da gibt es jetzt hier... Once Upon a Time, Evil of the Caribbean, Lord of the Kings, Clash of Gods. Was ist Clash of Gods? Even after Thanos' Death. Oh, da haben wir hier... Da wurden wir hart gespoilert für die Hauptkampagne. Aber gut, wir hätten uns vermutlich denken können, dass Thanos stirbt. There's still work to be done, for the Goddess of Light has sworn... for the Goddess of Light has sworn bitter revenge. Once again, Thalia and are snuggled in a warm blanket in front of the fireplace after the credits have rolled. Evil have to head out to save the world. The evil world, that is. Unexpected DLC, instead of facing their well-deserved destruction, some hero brazenly fled. Achso, das war das vorhin. Famous last words. It's never a good idea to piss the narrator off, especially when things he says come true. Wie wär's, wenn wir die Famous Last Words nehmen aus DLC, den wir uns anschauen? Ich glaube, das hört sich ganz gut an. So. Show us what you're made of. Are there really a few leftover heroes over there? These damn DLCs just never stop. Well, they don't. At least with the complete edition of Dungeon 3, you get all of the DLCs just with one buy. I think it's even pretty cheap. Oh, können wir mal kurz nachschauen, was es denn eigentlich kostet, wenn man die Complete Edition holt. Genau, der Grund übrigens, warum das It erst... continues, it always continues. Don't these DLCs ever end? So, the DLC-addicted evil had gathered its troops. The very last of the heroes' posts have been sighted and stood there, practically begging to be destroyed.
Excellent. I was almost getting bored here in my huge throne room full of gold. Oh, you're still here too? I have the feeling my career is somehow going nowhere at the moment. Nevertheless, this pathetic hero camp was, of course, no problem at all for the merciless evil, who was already planning how to best use its fully developed and equipped dungeon to take these few pitiful little heroes apart. You got that right. I'm just itching to get in there. Oh, okay. It might just be these stupid gloves. Because I think I'm maybe allergic to dwarf hair. To dwarf hair? Wait, what exactly did you do with Grimley's remains again? Wait, no, don't tell me. I've just had breakfast. It would be such a waste. Fine, I won't say anything about it. I'll wrap it in a cloak of dwarf beard. I mean, silence. I said I don't want to hear it. Now, go deal with those heroes. At least you're moderately good at that. Ha-ha! Heroes, right! Okay, creatures, get ready. We attack them, beat them up, and then we scatter cat hair in their eyes. In the eyes of the ones allergic to cats, of course. That's weirdly evil. Genau, also, hier nochmal zu sagen, die Complete Edition kostet 40 €. Das heißt, wenn ihr alle DLCs direkt haben wollt, 40 €. Dann seid ihr da. Ja, wir könnten hier Gold holen. Dann lass uns das doch noch ausgraben kurz. Man kann nie genügend Gold haben. Genau, wir haben jetzt hier schon aber jede Menge verschiedenste Technologien. Was haben wir denn hier überhaupt alles? Ein Mana Shrine, Chamber of Relaxation, ein Demogorgon, Mana Bath, okay. Wir haben hier Dumbledore the Lich. Und der baut... Was baut der? Okay. Oh, wir können Mana abbauen. So. Defibrimat. Whole creatures and converted heroes are kept fresh in the crypt and resurrected through the superb work of the undead. Wir könnten das hier... Könnten wir das noch hier so... Nein. Ja, ersetzt das mal. Und wie geht's in den Halietos? Warte mal. Das ist eine coole Tür. Was ist das? Tempel? Excuse me, may we talk with you about our Lord and Savior, absolute evil? Toss something into sacrifice it to the dark gods. Oh, nice. Okay. Da macht's Gobbel, Gobbel. Gobbel, Gobbel. Gobbel, 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 Gobbel. Hideout. Alright. Das sind 5x6. Okay, das heißt, eigentlich müssten wir... Okay, das... 2, 3, 4, 5, 6...
5, 6, 7, 8, 9. So. So, wir können mal kurz rausschauen, wo das aussieht. Ein Einhornbrunnen. Das ist ein Tempel. Den müssen wir zerstören. Unbedingt. Oh, was haben wir hier für Riesenviecher? Sehr nice. Hideout ist jetzt gerade ein bisschen ineffektiv. Hauen. Einen größeren Raum machen. Haben wir auch eine Brauerei? Ich weiß gar nicht. Doch, hier eine Brauerei. Das hier. Was haben wir hier denn alles? Achso, das sind das sind die Betten von den Dämonen. Ah, I get it. New treasure room, it seems. Hopefully no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. Ein Spinnendämon scheint mir. Ja, mach die Spinnen da mal bitte fertig. Das wäre voll. Ah. Well, that's bad. Wir können nur hoffen, dass sie sich jetzt gerade dazu, dass sie jetzt nicht den Schwächsten nehmen. Habt ihr... Okay, das scheint kaputt zu sein. Okay. Dann dürft ihr jetzt auch alle wieder nach Hause gehen. Gefühlt aber haben wir Leute verloren.
Das ist nicht so gut, weil die waren echt gut ausgebildet eigentlich. Können wir die holen? Nö. Vampire. Bloodless game, they said. Bloodless game. Ja. Sucks to be you then, I guess. Kann auch, oh, alles ist erforscht. Ja, daran kann man nichts mehr machen. This is realize that they can aim better when they close one eye. Please. 8 meters. Das hier, wichtig. Okay. Was haben wir hier? Die mal ein bisschen stärker. Die ein bisschen stärker und dann haben wir kein Geld mehr. Okay. So. Ich glaube, wir haben uns lang genug hier mit dem hier beschäftigt. Wir können mal rausgehen. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Du hier. Du bist irgendwie sehr tot. Haben wir irgendwo noch einen Heiltrank rumliegen? Das wäre fantastisch, weil dann gehst du mal einen Heiltrank holen. Das ist nämlich gar nicht so geil, dass du so tot bist. Ah. So, in keinem der Räume haben wir natürlich sowas. Kann man das hier zumachen, damit es wenigstens mit der Effizienz ein bisschen wieder funktioniert. Okay, nee, leider nicht. Schade. What do you want me to do? Dann hoffe ich, dass ihr den einfach so hochgehalten bekommt. Also lass doch mal zu diesem Brunnen hier rüber gehen. Okay. Schön. Ihr halt euch hoch. Das Problem ist, die können wir nicht durchlassen. Die können wir nicht einfach stehen lassen, weil wenn die bei uns reinlaufen, haben wir ein großes Problem, glaube ich. Dann ist nämlich aus bei uns. Wir müssen uns um die mal kümmern. Bye bye, baby! Gut. Genau. Haltet euch mal hoch. Weil wenn wir jetzt die hier angreifen, dann werden wir auf jeden Fall sterben. Richtig krass, ey.
denn das hier? Buy wonderful lootbox for a modest 50 and pay the narrator. And you also get something of doubtful value. Wir können Lootboxen kaufen. The magical evil had found some mana in this loot box. Like seriously? Oh je. Tentakel können wir nicht. Open Crosser. Vielen Dank für deinen Sub. 15 Jahre. Party hart. Werft die Dosen an die Wand dafür. D. So. Genau. Ich glaube, die werden getriggert, wenn die sich bewegen. Hat nicht gereicht. Hallo, bist du... Das hat gereicht. What can I do for you? Okay, hier erstmal die Heilerin durch. Ruhepriesterin. Ja, vorbei damit. Nicht wundern, wie immer bin ich stille Zuschauer. Passt. Aber vielen Dank für deinen Support. Das ist sehr, sehr... Das freut mich ja immer. Genau. Hier, Priestess. Ja, haut mal drauf rein, ihr kriegt das schon hin. Ich habe Vertrauen in euch. Sehr schön. Habt ihr sehr gut gemacht. So, und jetzt... hallo? Oh, wir müssen auf die andere Seite. Okay. Wir können ja schon mal, warte mal, was ist der Shortcut für die Spells C? Tülütütü. Ich finde es sehr praktisch. Kann man so viele Bomben hier spawnen. Und weil wir gerade auch irgendwie gefühlt endlos Mana haben, ist das so ein, ja, passt schon. Genau. So. Ja, mit Banshee sollte er mal raus.
Banshee lebt noch. Sehr gut. Haben wir hier so einen Heilspell eigentlich? Nö, ne? Schade. Oh gut. Können wir... Okay, hier rüber müssen wir einen langen Umweg gehen. Kann das sein? Warte mal, wo sind die ganzen Nagas? Naga, kannst du dich mal bitte hier um Misty kümmern? Das wäre fantastisch. Genau. Heilt euch mal. Danach reden wir weiter. Ich glaube, wir müssen als nächstes den Außenposten angreifen. Oh. Erstmal wieder strecken. Merken, dass man keinen nichts mehr keinen Sirup mehr hat für trinken. Na gut, trinke ich jetzt normales Wasser. Habe Durst. Der ist ganz nice. Irgendwie kümmert sich keiner um Misty. Habt ihr die nicht lieb? Okay, vielleicht können sie die nicht heilen, weil sie besonders ist. Du gehst dann bitte mal... Ja, geh du mal bitte nach Hause. Ich meine, wenn du eh gleich stirbst, ist es unnötig. Command me. Oh, I will command you. Don't worry, don't worry. So, wir können mal schauen, was nochmal in so einer Lootbox rauskommt. This lootbox contained a temporary attack buff for the attacky evil's creatures. Ist praktisch. Ja. Schön auf die Damage-Dealer konzentrieren. Oder die so wenig Leben hat, dass es voll okay ist. Ach, das ging schnell. Hasta la vista, baby. Weg mit dem Tempel. Your creatures have conquered an outpost. The hero's camp had been destroyed. The absurd evil had won. Again. Apparently, it didn't find that at all boring. Yeah, well, whatever floats your boat, I guess. At least you gave those heroes a beating. Right. Well, that should be all of them. I guess we can wrap this up now, right? DLC completed. Absolutely splendid. The end. Bye now. See you next time. Just hold your horses there, bucko. If I read that correctly, then the players out there were promised a new DLC with 3 missions, plus an epic final battle, and so on. Yeah, that was just marketing blah blah. You know how it is, let's face it. It's not like the guys at Realm Forge will be the first to rip off their players. I wouldn't be surprised if they put in loot boxes or something like that now, and then sell the shop to Electronic Farts or Lazy Vision or whatever they're called tomorrow. No game I'm in is gonna turn out to be a rip-off. I may be an evil character, but that just isn't gonna happen. Come on! You lazy-ass narrator. Do your job and narrate something. Huge dragons, exploding cows, worm-eaten apples. Come on! That's what they pay you for. Probably overpaid, I'd say. How dare you! Just you wait. You want it? You got it. A great danger still lurked in the land. A mighty figure named Narratus, the Narrator.
His powers were so unimaginably powerful that they defied description. Narrator is such a stupid. You're really asking for it, aren't you? Have it your way, Narratus had had enough of Talia and the puppeteer pulling her strings from behind the scenes. The ashen evil, the day of reckoning, was now at hand. Bears suddenly appeared and pounced on Talia. Of course, to the inclined listener, this came as no surprise, as it made perfect sense to those who had followed the course of the story. Bears? Oh, that's so pathetic. We had that, like, about 30 missions ago. So all those ideas kind of dry up when you don't have a script in front of you. Great ideas? Coming right up. Narratus first wanted to check whether Talia and the shameful evil were even worthy of his attention. They would have to pass several trials to do so. From now on, and I quote, paragraph 5, page 232, objects would appear in the dungeon. If these were not destroyed in time, a monster room would spawn at that location. Wait a minute. Are you quoting from the Dungeons 3 game design document? That is totally irrelevant. If I were you, I'd be better off getting that dungeon in shape for Narratus's trials. Damn! Get moving, creatures! Keep an eye out for those objects. Search the dungeon for them. Check the walkthrough. So. Erstmal alles hier geklärt. The dungeon heart is being attacked. Oh shoot. Das ist gerade nicht sehr gut. Potenziell haben wir es jetzt hier direkt verkackt. Ja, wir haben es hier direkt verschissen. The dungeon heart is being attacked. Talia and the intellectually challenged evil had failed to face the narrator's magnificent ambitions. Obviously, this story was too much for them. Or were they too weak? Be that as it may, this truly was their inglorious end. Wah, wah, wah. Super gut, Mann. Super gut. Was? Das Ding hat's nicht gespeichert. Ernsthaft jetzt? RIP. Jetzt genau. Hart RIP. Wir hätten speichern sollen, bevor wir rausgegangen sind. Ich dachte, wir müssten es nicht. Weil es hat ja vorhin so nett immer wieder gespeichert. Aber wisst ihr was? Bevor wir jetzt halt das hier nochmal spielen, schauen wir uns noch einen anderen DLC an. Wir schauen nur mal kurz rein. Ah ja, komm hier. Hör auf mit Laden. Continues. It always continues. Don't these DLCs... Genau, also ihr habt jetzt mal gehört, wie jetzt das hier so wäre. Also das, da hier kämpft ihr. Right. I'm just itching to get in there. I think I'm maybe allergic to dwarf hair. Genau, also einmal kämpft ihr gegen den Erzähler, der irgendwelchen Unfug dann mit euch macht. Wir machen Evil of the Caribbean, hört sich da witzig an. After her numerous adventures, Thalia has set herself some peace and quiet, and so the never gives subordinates vacation evil sends her to the private holiday paradise Toga. Na, lass uns nochmal Toga anschauen. Holiday fever. Talia had gone to Toga for a well-deserved rest. Unfortunately, she hadn't counted on the flooding her with assignments evil.
Haletus, dann schlaf du gut, träum was Schönes. Schön, dass du nochmal reingeschaut hast. Und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen übrigens auch noch alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr hier seid. Freut mich total, dass ihr gerade dabei seid. Das nächste Mal, by the way, damit ihr es schon mal wisst, am Sonntag um 15 Uhr war es, glaube ich, streame ich ein Smite-Tournament. Genau, da bin ich mit Phil und Schnuckelhase unterwegs und wir kämpfen uns ein bisschen durch und hoffen, dass wir nicht den letzten Platz machen. Now I can finally let the sun just roast my back and... Naturally, the subordinate exploiting evil hadn't said yes without its own reasons. Dreck. Tatoga was not only an excellent holiday destination, but was also known for its excellent rum, which the pirate evil craved. Okay, maybe someone can... But Tatoga was still home to brightly shining heroes who also defended their local rum with every drop of blood in their bodies. Running that rum would be a hell of a job. I wonder just who the never-takes-a-vacation evil could have had in mind. Ugh, all right, I'll do the sunbathing later. So, run the rum. That should be doable? Of course it's doable. A few bloodthirsty inhabitants of a pirate island can't stop a tourist like you. But okay, the rum deliveries were already underway. They would travel by road to the ship, which would set sail once enough rum to satisfy the thirsting for alcohol evil's needs had been loaded. Got it. Get the rum deliveries safely to the ship. Can do. Time to build a dungeon. Alright. Genau, da fängt sie auch schon an. Sehr gut. Da müssen wir da graben. Hier weiter graben. Hier weiter graben. Bestimmt praktisch, wenn wir da so reingraben. So stimmt ja. So, aber dann schneller. Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass sie jetzt hier entsprechend ein Piraten-Outfit trägt. Das war super. So. Was ist das dann? Hero Portal Indestructible. Dreck. Sag bloß, da teleportieren dann immer wieder Helden rein. So, haben wir denn schon einen Workshop? Oder wie sieht es aus? Wir haben einen Vortex, aber scheinbar noch keinen Workshop. Dann fixen wir das mal. Ich habe gehört, so sollten wir das bauen. Ich habe außerdem gehört, dass wir das so bauen. Ah, okay, warte. Das Problem ist, diese Gold Vein, die ist am Weg. So. Let's see. Stimmt, wir sollten dann außerdem hier das wieder auffüllen. Die ein bisschen motivieren, indem wir sie schön slappen.
arbeitet schneller. Und warte mal bitte mehr, dankeschön. Na komm hier. Schneller arbeiten. So, der füllt das auch wieder auf. Sehr gut. Eventuell muss ich hier so einen Schatzraum umbauen. A couple of worms are worming through your dungeon. Crush the worms. Baby Giant Worm. Okay. Okay. Turtoga's heroes were beside themselves. No sooner had someone mentioned that tourists wanted to smuggle their delicious rum off the island on a ship named the Black Pearl than they were already running off to teach them better. It wouldn't take long before they stumbled into the dungeon. Yeah, no problem. We'll make them walk the plank. We'll keel-haul them. We'll make them peel potatoes. Sehr gut. Hast du das gemacht? Warte mal, haben wir schon einen Schlafraum für die? Hallo Particle, wie geht's dir denn? Schön, dass du mal wieder reinschaust. Wie geht's dir denn? So, dass ich gerade das gesehen habe. Und, ja, ich werde sofort was trinken. Unos momentos. Genau, warte mal, wir müssen hier noch kurz... There are enemies in your dungeon. Ja. Hier, auch nochmal ein Tank. Ich will eine Banshee holen. Einfach weil geht. Hier, Arbeit schneller. Einfach was schneller geht. Bau die hier bitte jetzt mal so ein Treasure Room hin. Da muss ja auch gar nicht viel hinpassen. Genau. Das Ding ist eigentlich... The rum was already packed and ready to go, and deliveries to the Black Pearl would now run continuously. Talia and her henchmen had to try their best to protect all these deliveries in order not to upset the irascible evil. Okay. Das ist etwas unpraktisch, weil wir sind eigentlich noch gar nicht dafür bereit, aber okay. Anscheinend. It's go time. Kommt mal hier raus hier.
einen Dämon verloren. I am the evil. Evil will triumph. So, hier. Da. Bisher gefällt mir Dungeons 3 sehr. Also ich finde den Humor auch... Ja doch, ich finde ihn wirklich... Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn manchmal zu kindisch finde oder so, oder manchmal zu dumm, aber ne, eigentlich gefällt er mir insgesamt sehr, sehr gut. So. Genau. I'm even more powerful. Nehmen wir mal die Dings. Stop that shit off. I have arachnophobia. Really? Did you know that swans look for shelter in your mouth while you sleep because it's warm? Genau, das Schöne ist übrigens, das ist ein Unsinn. Das gibt es gar nicht. Die Spinnen, die in den Mund krabbeln, das ist Unsinn. Das ist eine Lügengeschichte, die versucht wurde mal zu verbreiten. Ja, die wurde gerade nicht bezahlt, deswegen soll sie bitte erst danach sterben. Dankeschön. Okay, genau, halt euch mal kurz hoch. Ich frage mich, warum die Banshee nie hochgeheilt wird. Lass mal versuchen, hier irgendwie das hier einzunehmen. Ah. Evil is unstoppable. I want Tanos' head. Okay. Rumors of the rum running had spread, and even more enraged Togans furiously made their way into the dungeon. Ja, sollen sie mal bitte lassen, dankeschön. Genau, die heilen sich jetzt bitte mal hier hoch. Haben wir jetzt noch hier irgendwen rumlaufen? Der Dämon heißt wirklich Hepburn. Super gut, ey. So verdammt gut. Ouch. Enemies have entered the dungeon.
Ja, der wird hier gleich sterben. Thanos must die. So, sehr gut. Als Verstärkung. Much longer, and a rum delivery would be on its way. Genau, halt euch mal bitte hier hoch. Das wäre voll super. Machen wir hier das hier zu und das hier zu. Das können wir nicht wegmachen. Genau, und wir können hier... Komm, eine weitere Naga. Problem ist nämlich, dass wir eigentlich jetzt irgendwie diese Rumlieferung jetzt hier wohl beschützen müssen. A delivery of delicious rum was on its way. Okay. Leute. Abmarsch. What's up? So. Okay. Dann lass mal diese Rumladung beschützen. Ich glaube, ich renn schon mal vor. Ja. Warrior. It's payday. His head. Oh, guck mal, ein Hobbithaus. The Toga's Customs Authority had also got wind of the smuggling and sent some of its agents to stop the deliveries. It would definitely be a good idea to attack their camps to weaken the customs officers. Der ist echt tanky. Meine Fresse, kann der Schaden fressen. Stirb doch endlich. Dankeschön. Your rum delivery is under attack. Command me. Yes, I will command you. I am even more powerful. I knew you'd need me. There are enemies in your dungeon. Are there now? Oh, great. Just great.
So, müssen wir schauen, ob hier noch irgendwelche Leute sind. Wenn nicht, müssen wir schnell nach Hause rennen. Your dungeon heart is under attack. Seems jetzt clear. Und rennt schnell nach Hause. Wir hoffen einfach mal, dass das Pferd den Rest schafft. Des Wegs alleine. The rum delivery reached the ship safely and was loaded aboard. The alcohol-craving evil was delighted. So. Doch, die Hobbits haben mir vieles getan. Sie klauen mir meinen Rum. Your dungeon heart is under attack. Na, komm her. Greif die mal bitte hier an. Dankeschön. So. Das war knapp, ey. Unsere Leute mal ein bisschen stärker. Wir müssen unbedingt anfangen, da Leute daheim zu lassen. 800, 800 Gold. Ja, wir können hier nichts mehr machen. Mit Gold There are allein. enemies in your dungeon. Schon wieder. Was so die Drecksarschlöcher hier? Hm. Nein. Genau, gehen wir hier hin und dann können die mal in Ruhe aufstehen, dann stimmen die mal wieder rein. So. Genau, halt euch mal bitte hier. Und hier wollten wir irgendwas bauen. Ich weiß gar nicht mehr was. Wie wissen wir das hier dahin bauen? So. Arbeitet schneller. Heyday. Schneller, habe ich gesagt. So, wo ist... Genau. Das ist der Gobble-Gobble-Raum. Das Dumme ist, dieser Gobble-Gobble-Raum, der ist aber viel zu klein eigentlich. Deswegen... Wir nutzen einfach mal den Raum, den wir hier noch haben. Schon wieder? Können die mal bitte damit aufhören? Bye bye, baby!
Das war's schon? Okay. Wenigstens etwas. Okay, wisst ihr was? Wir müssen... Das hier doch. Wir machen daraus echt einen ganzen Schatzraum. Achso, können wir gar nicht machen. Ja, dann komm, baut mal wenigstens noch hier so an. Bei dem einen muss man aufpassen. Der ist schon aber tot. So. Wir bräuchten ein bisschen mehr Gold. Okay. By now, all of Tertoga was in an uproar. Rumor spread, a spider nest has been unearthed. Where? There? Wieder hin. There are enemies in your dungeon. Okay, das hier ist wichtiger. Defend the dungeon heart. Soon another rum delivery would set out for the loading point. There are enemies in your dungeon. Show him. Ja, es sind echt viele. And stay down. Kommen echt mehr und mehr nach, ey. Schweine. So. A new load of rum was on its way. So, wir können mal schauen, dass wir hier erstmal noch hinrennen. Alle speichern. Safe. Ah, Donnerwitz. Hallo Schnuckelchen, wie geht's denn? Achso, warte mal. Wir müssen dem Pferd mal noch sagen, dass es losgehen soll. Pferdchen, gehört? What do you want me to do? Sehr gut. Sagen wir doch mal bitte da. Na, jetzt ist die Melina nicht da. Wir haben ja auch nichts abgesprochen, dass sie jetzt heute da sein soll. Take that, you worm! Ow! It's payday. Irgendwie
haben wir... Sure showed him. Sure showed him. Time to take out the trash. Destroy them all. Your rum delivery is under attack. Give your orders. The prohibitionist evil had failed to adequately protect a rum delivery. It was immediately pounded to bits. Au. I am the evil. Ja, irgendwie wurde da gerade unsere gesamte Macht zerschlagen. Through my veins. Und leider wurden da unsere Leute auch zermetzelt. Das finde ich gar nicht mal so gut. Warte mal. Wo ist denn der Rest von unseren Leuten? The customs officer hating evil had destroyed another camp. A devastating blow to the border guards. Excellent work. Tanos must die. The dungeon heart is being attacked. Yes, I know. Not happy with it. Das Problem ist halt vor allem, dass unsere Leute anscheinend irgendwie nicht gescheit gestorben sind. Weil die sind zwar da draußen jetzt gestorben, aber sie gelten nicht als tot. Und deswegen kann ich jetzt keine neuen Leute rekrutieren. The dungeon heart is being attacked. Ja, okay, das verliere ich jetzt. Failing evil hadn't paid attention to its dungeon heart. It sadly gazed upon the pile of broken pieces left by the Tertogans. Well, it seems Talia would soon be sleeping with the fish. Unpraktisch. Aber gut, wir sind jetzt eh schon über der Zeit rüber. Deswegen ist es eigentlich ganz praktisch, dass wir jetzt gerade verloren haben. Es war gerade total seltsam, weil unsere Leute sind eigentlich gestorben. Und aus welchem Grund auch immer waren sie aber dann nicht tot. Eventuell war das irgendwas, dass wir die Krypt jetzt erforscht hatten und dann die dann nicht automatisch sterben und halt verloren gehen. Das hat uns jetzt halt dann das Genick gebrochen, weil unsere Leute sind plötzlich alle tot gewesen und wir konnten keinen neuen respawnen. Unpraktisch. Genau. So. Ja, das ist halt unpraktisch, ne? Lieber Donowitz. Du verstehst das Game nicht? Also rein prinzipiell, ich weiß nicht, ob du Dungeon Keeper noch kennst. Dungeon Keeper ist das große Vorbild von dem hier, nur dass du eben nicht nur den Dungeon keepst, dass du nicht nur die Helden im Dungeon behältst, sondern du kannst halt auch an die Oberwelt. Das sind jetzt gerade die DLCs dazu. Ich habe mir jetzt gerade eben den Narrators DLC und nicht Once Upon a Time, sondern Famous Last Words und jetzt hier Evil of the Caribbean mal kurz angeschaut, damit ihr das auch noch gesehen habt. Es gibt aber noch viel mehr DLCs dazu, die alle mit in dieser Complete Edition mit drin sind. Kostet 40,06 € auf Steam, falls ihr es haben wollt. Und genau, bisher finde ich super. Dungeons 3 macht viel Spaß. Hauptkampagne haben wir vorhin bis zur Mission 3 gespielt. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir 2 oder 3 davon gespielt hatten. Aber ja, genau. Jetzt hier mit den neuen DLCs ist halt die Mechanik dann ein bisschen anders, ein bisschen fordernder. Also hier haben wir zum Beispiel einen krassen Zeitdruck. Wir hätten jetzt zum Beispiel, also wir hätten viel mehr schauen müssen, dass wir mehr Einheiten rausholen. Anscheinend hätten wir das mit der Krypt, das war halt jetzt irgendwie ein bisschen unpraktisch. Und du hast das letzte Mal im April irgendwas gezockt, ja. Okay, also, dies ist eine Maus. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Mausrad. Links klicken und bewegen über Tisch
macht Rahmen um Einheiten. Wenn du loslässt, sind die ausgefiel. Genau. So ungefähr funktioniert das Spiel. Genau, rein speziell kann man hier ja. Direkt mal die weghauen hier. Genau, und sonst, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du Dungeon Keeper kennst, also rein prinzipiell, du spielst das Böse. Und willst die Helden und die ganzen Guttuer dieser Welt, also die ganzen Einhörner, Zwerge, Hobbitze, garstige Hobbitze, alle auslöschen und durch Dämonen, Schlangen, Skorpione und Skelette ersetzen. Genau. Und in der Hauptkampagne spielst du halt die Thalia, die Dunkelelfin, die eigentlich schon wieder fast gut war, weil sie von ihrem Adoptivvater Thanos, einem Paladin, zum Guten überredet wurde. Aber dann kam das Böse und hat sich wieder in ihr Herz eingenistet, also tatsächlich das Böse. Hat sich der Schatten in ihr Herz eingenistet, hat sie dann viele Gräueltaten tun lassen und sie dachte sich so, boah, ja, eigentlich schon böse sein wieder ganz nett. Lass mal weitermachen. Und genau, jetzt spielen wir Guttour. Und genau, und das ist hier perfekt für dich hier. Hauen wir hier alles zu Klump. Das ist jetzt gerade hier, wie gesagt, so ein kleiner Spaß-DLC. Das Böse daheim, das will rum, das will berühmten Tortoga rum, so rum. Und wir müssen die Rumlieferung beschützen. Und das ist gerade tatsächlich sehr, sehr knackig, weil wir können nicht bestimmen, wann die Rumlieferung losläuft. Das ist einfach irgendein Gaul, der halt irgendwann sagt so, okay, hey, ich bin beladen, lass loslaufen. Und auf dem Weg sind halt feindliche Camps, die halt immer wieder Gegner spawnen. Aus dem Hauptdorf kommen auch wieder Gegner. Und die sind gar nicht mal so ohne. Das heißt, unständig laufen in deinen eigenen Dungeon auch irgendwelche Viecher rein. Also irgendwelche Helden. Und das heißt, du musst halt irgendwie schauen, dass du balance, dass du die Ladung beschützt, weil du darfst 4 verlieren. 4 musst du reinbringen, damit du gewonnen hast. Und genau, ich weiß gar nicht, wie es danach weitergeht. Vermutlich noch ein paar andere Karten im karibischen Ambiente. Das ist einfach ein neues Squad-Set, glaube ich, dann einfach. Und dann halt ein bisschen Missionen um dieses, okay, wir sind jetzt in der Karibik. Klingt kompliziert. Es ist einfacher, wenn man es mal von vorne gesehen hast. Also falls du wirklich wissen willst, wie es geht, kannst du ja nachdem der Stream vorbei ist, mal anschauen. Von vorne anschauen, weil da haben wir auch die Tutorials gemacht. Und genau. Aber rein prinzipiell musst du halt als der Dungeon Lord, also das heißt, du bist dann auch nur diese böse schwebende Hand, deinen Minions befehlen, wo sie graben sollen, was für Räume sie bauen sollen. Und befehligst dann Orks, Nagas, Kobolde, Dämonen und genau, Kampfeinheiten. Und im Dungeon Keeper, also bei Dungeon Keepers war halt echt, dass du halt nur in der Unterwelt warst, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und hast halt da dann deine Dinge gemacht und dann kamen immer wieder, ich glaube, Helden rein. Und genau, und jetzt hier hast du halt auch den Zugang zur Oberwelt und kannst die Oberwelt erobern. Und Fable wird neu aufgelegt. Das heißt, ist es ein Reboot oder ein Remaster? Oder ist es ein Fable 4? Also es gab ja Fable 1, 2, 3, wenn ich mich richtig erinnere. Dann sollte mal ein neues Fable kommen. Und jetzt die Frage, ist das ein Reboot, der da angekündigt wurde, oder ein Remaster? Omega hat Angst. Ja. Maybe rightfully so. Remaster, okay. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Kam heute die Meldung. Oh, wisst ihr was? Wir schicken euch zu Priya. Oder? Ja,
Ich werfe euch jetzt zu Priya rüber. Wir sind jetzt hier fertig mit dem Stream. Leider, leider. Ist ja schon spät. Und deswegen müssen wir jetzt hier aufhören. Tut mir leid. Aber alles Gute hat ein Ende. Auch die Wurst. Genau. So. So. Es hat mich auf jeden Fall ganz, ganz gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffentlich sehen wir uns dann am Sonntag ab 15 Uhr. Wie gesagt, Twitch-Turnier. Nehmen wir daran teil. Phil, der Schnuckelhase und ich. Es wird super. Auf jeden Fall super witzig. Ich freue mich schon drauf. Weil das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. Ne? Und genau, wir sehen uns also dann, wie gesagt, sonntags wieder, morgen nicht. Das habe ja, das Space Engineers habe ich ja abgesagt. Das passiert dann erst wohl nächste Woche. Da passt es nämlich dem Schnuckelhasen und mir viel besser. Und shit, ich habe vergessen, den Bison abzusagen. Gut, dass ich nochmal darüber nachgedacht habe. Genau. Dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und gute Nacht. Schlaf gut. Kommt noch mit zum Raid und spammt ganz viele Emotes. Die sind gerade. Jetzt bist du da. Und wenn du A drückst, dann bestätigst du. If I die, you die. Das wird witzig. Guck, es war laut genug. Ja, nein, auch die Stimme von dem Typen ist leider